So, da sind wir wieder. Los geht's. Hallihallo. Star Trek Voyager Across the Unknown mit Barclay Gaming und da sind wir in Sektor 10 und let's go mit der Main Quest Equinox. Sektor 10. Let's start. Komisch, der Quatscher funktioniert auf einmal wieder. Beziehungsweise. Barclay Gaming 1 sagt Willkommen im Stream. So, scheint zu klappen diesmal wieder. Okidoki. So, wir sind da. Da ist irgendeine Mitteilung. Was ist das wieder für eine Mitteilung? So, wenn ihr den Start von Sektor 10 sehen wollt, ganz kurz in meinem letzten Stream, kurz am Ende, ist verlinkt im Stream Start in Sektor 10. Da könnt ihr ganz kurz Tuvok und Tom Paris kurz kommentieren. Die Kommentare von denen hören fürs Logbuch. Genau. So, was will er hier? Equinox, los geht's. Captain Ransom. So, können wir mal kurz jetzt hier Audio einstellen wieder. Sind ja Föderationsraumschiff Equinox. Wir werden angegriffen. Wir benötigen Unterstützung. Hier spricht Captain Ransom vom Föderationsraumschiff Equinox. Wir werden angegriffen. Wir benötigen Unterstützung. What? Captain Ransom? Der Notruf wurde vor 14 Stunden aus einer Entfernung von 3,2 Lichtjahren gesendet. Chakotay. Sind wir sicher, dass es diesmal keine Fälschung ist? Seven of Nine. Ich habe das Signal auf Spuren von Manipulationen geprüft. Es gab keine. Harry, Ihre Signalsignatur ist korrekt und laut unserer Datenbank gibt es eine Equinox unter dem Kommando von Captain Ransom. Catherine Janeway. Die Equinox ist ein Schiff der Nova-Klasse, entworfen für Planetenforschung, nicht für taktische Langstreckenmissionen. Kennen Sie dieses Schiff und seinen Captain? So. Passt, schaut gut aus. Okay, nur vom Ruf her. Ransom ist ein Exobiologe. Er erhielt das Kommando über die Equinox, nachdem er den Erstkontakt mit den Iridianern hergestellt hatte. Eine Spezies, die die Föderation für ausgestorben hielt. Er bewies das Gegenteil. Wir sollten dem Notruf nachgehen. Setzen Sie einen Kurs Maximum Warp. Was zum Überspringen halten? Nee, fortsetzen. Ich wollte Ransom schon lange kennenlernen. Bedauerlich, dass es nicht unter besseren Umständen geschieht. Nein, ich freue mich darauf, ihn und seine Crew kennenzulernen. Es würde mein Wissen über die Menschen erweitern. So, wir sind da. Genau. Dann scannen wir jetzt erstmal hier dieses erste vom Sektor. Was haben wir denn? Wir sind hier unten links. Im Sektor 10 im ersten System. Im zweiten System geht die Main Quest weiter. Ja, aber da fliegen wir nicht hin. Wir machen erst die Zwischenquest, bevor die wieder verschissen ist, weil wieder irgendein Crewmember fehlt. Und wir dann die nicht wieder weitermachen können, wie im letzten Ding. Das ist der zweite Sektor, okay. Da geht die Main Quest weiter. Die Equinox. Wir haben das Notsignal der Equinox zurückverfolgt. Zoomen wir doch mal rein hier. Geben aber nichts. Captain Ransom, okay. Schauen wir hier rein, da ist der dritte, das vierte System und das fünfte System. So, im dritten System 10 Zyklen entfernt, okay. Hier gibt es eine Klasse K-Planet. Genau. Die Zähne des Drachen. Unser Scanner hat eine Klasse K-Planet mit einer enormen Titanium-Signatur erfasst. Wir sollten uns das besser ansehen. Ja, genau. Das werden wir auch gleich dann tun. Okay, aber wir schauen, sind wir da. Wir checken erstmal hier alles ab. Wie schaut es denn aus?
Okay, 72 Zyklen Reichweite. Wir sind auf volle Pulle, Stufe 6. Kann man mal reduzieren vielleicht. Plus 26 haben wir. Mann, das Heimweh zündet schon langsam ganz schön rein. Da müssen wir echt Maßnahmen ergreifen. Crew, alle untergebracht. Alle 187 haben ein Crewquartier, sind alle unterwegs. Borg haben wir 8. Ein Kofen kann 10 fassen. Alles gut. Dann Helden, was haben wir hier? Sind alle ganz gut gelevelt, bis auf... Ja, der Nilix müsste mal hier, Level 4, sich mal aufleveln. Und der Carry, Pelik und der neue Kashyyyk hier. Genauso wie Arturis. Die sind alle noch ein bisschen low-levelig unterwegs hier. Kampf 356 ist das Schiff stark. Hat ganz schön zugelegt. 185 hier die Gegner, das sollte kein Problem sein. Gut, ich fahre aber auch mit Warpkern Tier 6, das ist voll übertrieben. Wenn wir die Aussichtslounge machen, dann brauchen wir eigentlich nicht. So, also wir fahren erstmal den Warpkern ein bisschen runter hier. Runter hier ist gut. Ich verbrauche ganz schön viel Strom. Runterfahren ist schlecht. Ich muss in volle Pulle fahren. Mann, oh Mann, ja klar, weil ich habe jetzt alle Decks unter Strom. Alle Decks sind unter Strom. Ja. Wahnsinn. Irgendwas einsparen gibt's hier nicht. Kann hier nichts einsparen. Wir schauen mal, was gibt's denn hier? Aero Shuttle, keine Handelsangebote. Die ist jetzt blau. Die Danarapel. Interessant. Mugenlive_it sagt, möge die Macht mit dir sein, Barclay. Face Read Heart Shape. Hallo. Guten Abend. Mugen. Hand Pink Waving. Grüß dich, guten Abend. Danke fürs Reinschauen. Was? Gerät wechseln? Nein, nicht wechseln. Was hat der geschrieben? Okay. So. Wir sind hier. Also. Dann, wie sieht's denn aus? Wir sind hier komplett voll, können wir nichts mehr produzieren. Hier könnten wir noch was produzieren, haben wir nur noch 10. Da haben wir mehr als genug, da haben wir auch genug. Voll, voll, fast voll, voll. Okay, das ist alles kein Problem. Also, wir machen mal hier das Biolabor umstellen, wieder auf Gelpacks. Auf Gelpacks umstellen. Somit basteln die jetzt Gelpacks. Jupp. Shuttle, alles unterwegs. Moment. Kann man das hier schon irgendwie? Nö, kann man nicht. Transporterraum ist auf Max. Die Werkstatt ist auf 2 auf Max. Überhaupt kein läuft auf voller Pulle. Eieiei. Voll übertrieben. Disruptor, Tarnvorrichtung. Die braucht doch enorm Strom, oder? 45 Saft braucht die. Meine Hand, die schalten wir mal kurz ab. Metaphasenschildraum, den lassen wir mal da. Ja, egal. Komm, lass laufen. Scheißegal. Okay. Dann, Entwicklung, wie sieht's aus? Die Zeremonie ist am Laufen. 6 Runden dauert es noch. Okay. Gibt es was anderes, was wir vergessen haben zu entwickeln? Nein, wir sind ja auch erst am Start. Okay, dann Hülle ist okay. Das ist okay, das ist okay. Na dann passt das erstmal. Jupp. Dann schauen wir uns das System an und scannen erstmal. Scannen erstmal das ganze System. Handelsaußenposten, na, da können wir mal hinkriegen. Dilithium, schön. Uranium, Deuterium, Treibstoff. Deuterium. Planet für Essen. Deuterium. Beides. Gestrandete Borgsonde, ja, mal schauen, vielleicht finden wir hier Material. Uranium. Titanium, Uranium.
Ja, da würde ich fast sagen, was haben wir hier? Das ist keine Wahrscheinlichkeit. Trümmerfeld. Brauchen wir nicht. Handel. Ja, wir fliegen erstmal hier und holen uns mal das Dilithium als erstes. 5 oder 7. Nutze die Drohne. Aare haben wir nicht. Okay, 7. Rot. Kleines Rot. Grün. 4 Crew sind verletzt. Na super. Weil es im Gelben wieder gelandet ist. Crew verletzt. Das heißt, die müssten in der Krankenstation rumhängen. Hier. Macht der Doktor. Sollte alles klappen. Das macht der Doktor schon. Dann sind wir hier. Handelsstation. Da gucken wir nochmal, was die haben. Irgendwas Interessantes. Was haben wir denn? Tausche Borgnaniten 3 für Duranium. Brauche ich nicht. Tausche Deuterium für Tritanium. Brauche ich auch nicht. Tausche Dilithium für Borgnaniten. Bin ich voll, brauche ich auch nichts. Tausche Duranium für Deuterium 1000. Brauche ich auch nicht. Brauche ich alles nicht. Momentan bin ich da zufrieden unterwegs. So, dann haben wir hier. Moment. Da oben, was war das? Das war ein Schiffswrack. Keine Wahrscheinlichkeit. Ein Planet. Hier eine Trümmerfeld. Borgsonde. Ja, die schauen wir uns mal an. Schauen wir uns mal diese Borg-Leute an hier. Ups, erforschte Gegenstände. Auszeichnungszeremonie ist fertig. Jo. Dann würde ich mal sagen, wir schauen mal hier Borg-Alkoven. Kapazität auf 20 erhöhen. Zumindest schon mal entwickeln. Dass wir es schon mal haben. So, wir sind angekommen. Wir schauen uns das hier mal an. Ein Borg-Trümmerfeld. Let's go. Oh, da kann man nicht viel. Verwirrung zu lindern. Transportiere sie zu unserem Regenerationsalkoven Level 1, wo sie sich vollständig regenerieren und beruhigen können. Regenerationsalkoven Level 1. Hole ich mir jetzt ein paar Borg an Bord? Noch mehr? Ich probiere es mal. Mal schauen, was da los ist. 7 Borg. Upsi. Noch mehr Besatzung. Wo sind sie denn? Crew hier. 5 Ex-Borg haben nichts, keine Quartiere, weil ich habe insgesamt 15. Ja genau. Und habe nur einen Regenerationsalkoven. Das heißt 5 Crewmitglieder ohne Quartiere, 22 Heimweh, 6 verletzt. Einmal Borg-Alkoven -1. Okay, aber plus 24, so sehe ich das. Yep, plus 24. Genau, weil minus 24 oben, minus 5 gleicht sich aus und der Rest ist plus. Ja, Inspektor Kashyyyk. So, durch die Deluxe Quest ist die Danara Pell und der Kashyyyk neu. So, okay. Haben wir das Trümmerfeld abgecheckt. Und ich würde sagen, hier gibt es nichts mehr. Wir gehen mal die blaue Quest an und die wäre da. Schauen wir uns doch das mal an hier. Wir scannen mal, wir fangen mal da im Eck hinten an. Oh ja, genau, und da fliegen wir mal hin, Dilithium. Wahrscheinlichkeit für Hinterhalt, okay. Jetzt haben wir Action hier. So, was ist denn hier los? Verlassene Bergbaustation. Suche Vorsicht nach Wert von Gegenständen. 4. Gelb. Gelb, 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 rot. Hier ist rot und hier gibt es 10. Oh, 7 garantiert. Hier möglich 10, aber kann noch weniger werden. Und versuchen wir außen mit der Voyager Ressourcen abzubauen. Riskierst, die Station zu aktivieren. Ingenieurbüro. Ist noch etwas Rotes dabei, ne? Torpedo-Abschussrampe. Na, wir machen das hier. Wissenschaftslabor Level 2. Da ist zumindest kein Rotes dabei. Jawohl. 10 Dilithium, perfekt. Die sind ja unlimitiert lagerbar, ne? Gibt es ja keine Grenze. Ja. Genau, haben wir uns jetzt hier. Dann scannen wir doch mal hier alles. Deuterium. Was haben wir da?
Ein Schiffswrack. Ja. Uranium. Tritanium. Titanium. Noch ein Schiffswrack. Uranium, Tritanium. Die vergessene Kolonie. Upsa. Klasse M-Planet. Bevölkert scheint Borg zu sein, aber die Technologie ist primitiv und sie haben keine Verbindung zum Kollektiv. Es scheint, dass eine kleine Gruppe gestrandet ist und sich seit Jahren anpasst. Sie haben vielleicht nützliche Informationen und Technologie. Oh ja. Das ist dann vielleicht durchaus was sinnvoll ist, mal sich anzugucken. Nahrung, Uranium, Tritanium, das ist auch ein Trümmerfeld und eine Raumstation. Okay, und hier ist die Main Quest. Klasse K-Planet hier. Wie lange dauert der Spaß mit dem Alkoven? 2 Runden, oder ist ja nicht mehr weit? Okay, da kann man hier hinfliegen derweil. 5 Zügel entfernt, dann sollte das bis dahin fertig sein. Borg Alkoven Level 2 ist ready. Ist ready. So, was haben wir denn? Ingenieurwesen. Wir gucken mal. Warpfelddiagnostik. Warpkernreparatur. Shuttle-Bauzeit. Holodeck. Moralbonus, Holodeck Level 3. Würde Moralbonus plus 30. Moralbonus. Programmbibliothek. Okay, dann machen wir mal, das könnte was bringen. Replikator-Rationen nutze ich momentan nicht. Auch nicht. Mächtige Verbündeter, nee, auch nicht. Hydroponischer Garten Level 3. Nutze ich nicht. Energiedissipator. Boah, das ist ja ein Riesending, ne? Das ist ein Riesenteil. Das braucht, glaube ich, wow, auch wieder enorm viele Felder, die ich nicht habe. Sehr gut für ein Kriegsschiff, aber bin ich nicht, habe ich nicht. So, Schildmatrix, es gibt Minusmoral, es gibt Minusmoral. Regeneration Einheit. Gibt -2 pro Zyklus, nee. Automatische Regenerationseinheit. Repariert passiv die Hüllenintegrität um plus Hülle pro Zyklus, vollautomatisch. Das ist aber schon eine coole Sache. Schneidstrahl, nochmal was Heftiges. Also wenn dann maximal Defense wins the game, das hier. Die automatische Regenerationseinheit vielleicht irgendwann. Aber wir machen jetzt erstmal Shuttle, nee, wo war's? Wissenschaft, oder? Könnte es gewesen sein. Oder was, Kampf? Im Kampf ist nichts mehr. Dann war es die Crew. Holodeck, ja. Moralbonus plus 3, Holodeck, let's go. Machen wir das. Zweites Wissenschaftslabor brauche ich eigentlich fast nicht mehr. Das könnte man mal abreißen. Ne? Das könnten wir mal langsam abreißen. Ah, ich habe was vergessen. Moment. Ich habe nämlich den Borg-Alkoven vergessen. Den kann ich doch jetzt aufmotzen. Hier. Kostet mehr Strom, kann aber dann Kapazität 20 machen. Ja, das ist es. Das machen wir auch. Kapazität 20. Dann dürften die ganzen Crew-Borgs hier jetzt noch nicht, aber gleich zufrieden sein. Jetzt schauen wir uns mal das hier an. Ja, was mache ich? Wo bin ich? Hier bin ich. Eieiei. Schaut so cool aus, aber da mal rein zu zoomen ist auch immer eine Sache.
So, Voyager, wir gucken uns das hier an. Ne? Jo, wir gucken mal, kicken, wo ist der Cursor? Da ist der Cursor. Schicke ein Außenteam zu den Export, biete ihnen Vorräte und lade sie ein, sich der Crew Voyager anschließen. Ne? Wenn man eine Siedlung auf dem Klasse M-Planet entdeckt, die bevölkert scheint Borg zu sein, aber die Technologie ist primitiv und sie haben keine Verbindung zum Kollektiv. Es scheint, dass eine kleine Gruppe gestrandet und sie sich seit Jahren angepasst. Sie haben vielleicht nützliche Informationen oder Technologien. Halte einen Sicherheitsabstand ein, um ihre einzigartige Gesellschaft und Anpassung zu erforschen. Kein direkter Kontakt. Wissenschaftslabor Level 2. Schicke ein Außenteam zu den Ex-Borg. Habe ich ja noch mehr Borg an Bord. Nee. Sicherheitsabstand einhalten. Wir machen das. Wissenschaftspunkte. Oh Mann. Nichts mit Technologien. Okay, dann halt nicht. Alles klar. Dann nicht. Hat nicht sollen sein. Aber egal. Wir gehen im System hier jetzt zu den blauen, haben wir gesagt. Blaue Quest ist angesagt. Essen haben wir genug, Treibstoff haben wir genug. Sollte kein Problem sein. Harry Kim. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle? Ja, ich würde sagen, es geht hier los jetzt. Fortsetzen. Captain. Ich registriere eine gewaltige Menge Tritanium auf diesem Klasse K-Planeten. Steuermann, bringen Sie uns näher ran. Captain, die Strahlungswerte liegen bei 3000 Isorem. Tendenz steigend. Echo der Auslöschung. Während die Voyager weiter hinabsinkt, gleicht der Anblick nicht einem Planeten, sondern einem Grab. Tief unter ihnen erstreckt sich die skelettartigen Überreste einer gewaltigen Stadt. Die Luft selbst ist wie ein Leichentuch. Oh Gott, geht es schon wieder los. Müde. Oh Mann, das ist immer dieselbe Zeit hier. Erfüllt mit dichten Strahlungswolken. Alles Licht und jede Hoffnung verschlingt, sodass nichts mehr zu sehen ist, sondern nur noch spüren. Ja, alle Hochhäuser kaputt. Was ist hier passiert? Es scheint, als befänden wir uns mitten in einer Art nuklearem Winter. Das ist noch nicht das Schlimmste, Captain. Ich empfange schwache Lebenszeichen aus dem Inneren der Stadt. Okay, na dann untersuchen wir mal weiter, selbstverständlich. Es ist zu gefährlich, mit der Voyager in diesen Sturm hinabzufliegen. Aber wir müssen einen Weg finden, diese Leute dort unten sicher zu bergen. Level 1, Tuvok zur Untersuchung schicken. Seven zur Untersuchung schicken. Oh Mann, dann sind die Nasen wieder unterwegs, stundenlang. Wen schicken wir denn? Die Seven, den Tuvok. Wen brauche ich denn? Tuvok, der ist eh gut gelevelt. Ja, die Seven brauche ich für andere Dinge. Wir schicken mal den Tuvok. Tuvok nicht verfügbar. Führen Sie eine lückenlose Untersuchung dieser Stadt durch. Seien Sie vorsichtig. Tuvok ist jetzt weg. Wie lange? Die Zähne des Drachen. Wartet, bis das Außenteam die zerstörte Stadt untersucht hat. 5 Runden. Gibt es hier was man gucken, tun, machen, schauen könnte? Eigentlich nichts, ne? Da gibt es hier irgendwo keine Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Keine Wahrscheinlichkeit. Keine Wahrscheinlichkeit, keine Wahrscheinlichkeit, keine Wahrscheinlichkeit. Da ist ja nirgendwo eine Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Ich hätte gern mal Action Satisfaction hier. Wahrscheinlichkeit für Hinterhalt hier. Aber 8 Zyklen, das ist ja... Kann ich auf 5 Runden warten, ne? Dann warten wir einfach mal 5 Runden. 1. Lebenserhaltung aktiv. Das Borg-Alkoven ist ready. Yep. Der ist jetzt für 20 Borg. Wie sieht er aus? Das sieht noch genauso aus, oder? Sieht ein bisschen anders aus wie vorher? Ja, es könnte sein hier. Die Mittelteile sehen ein bisschen anders aus. Wäre aber schön, wenn noch ein paar Borg hier so irgendwie rumstehen würde. Das wäre cool. Weil im Crewquartier sitzen ja auch Leute rum. Hier. Und liegen welche rum. Dann wäre es cool, wenn hier mal Borgs hier mal rumhängen würden, ein paar. Schade. Naja gut, dann halt nicht. Kann ich irgendeinen Borg
Schneidkäse bauen. Das ist das Alkoven, ja. Die da. Schneidstrahl, die Schildmatrix. Die Are, die braucht viel Platz. Die Schildmatrix ist okay. Neuroelektrische. Behandelt und halt alle kranken und verletzten Crewmitglieder Export und Export mit halber Geschwindigkeit. Kapazität zu gleichzeitigen Heilen von bis zu 20 Crewmitgliedern. Aha. Ballgreifungskammer. Are-Einrichtung, die braucht viel zu viel. Repariert plus 5 Fülle pro Zyklus automatisch. Reduziert allen erlittenen Schaden um 8%. Okay, auch nicht schlecht. Neidstrahl, der braucht viel Platz. Da ist jetzt nichts dabei, wo sagt, yeah. Oder ist es hier dabei? Tarnvorrichtung, die ist deaktiviert. Energiedissipator, oh, guck mal, was der Platz braucht, ist ja lächerlich. Der Metaphasenschildraum braucht auch viel Platz. Mann, oh Mann. Das ist ja, der Metaphasenschildraum, da ist er. Die Tarnvorrichtung können wir mal abschalten hier kurzzeitig. Oder? Ja, egal. Hier gibt es genug an Material. Gut, wir haben... Borgalkoven ist ready. Yes. Dann schauen wir uns das mal an. Wir haben noch die Zähne des Drachen, noch 4 Runden. Ja, da warten wir mal noch 4 Runden. 1, 2, 3 und noch 1. 4 Runden. So. Kehre zur Klasse K-Planeten zurück. Genau. Wir sind ja noch da. Sind ja immer noch hier. Dann gehen wir da jetzt drauf. Auf den Planeten mal. Ja, schauen uns das an. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen. Mehr als das Auge sieht. Das Höhlensystem ist von Strahlung kontaminiert, als die Crew es betritt. Tausende von Stasiskapseln sind in den Wänden eingelassen. Aha. Staub liegt auf den meisten Kapseln, andere sind zerbrochen. Drähte und Scherben ragen heraus. Nur vereinzelt ist ein schwaches Klibbern zu sehen. Oh, Entschuldigung. Ein letztes Lebenszeichen in den sterbenden Systemen. Weiter. Captain, die Wände hier enthalten hohe Tritaniumkonzentrationen. Diese haben offenbar Hunderte, womöglich Tausende Stasiskapseln über fast 900 Jahre hinweg von der Strahlung geschützt. Sollen wir sie reaktivieren? Was nochmal? Hohe Tritaniumkonzentrationen. Diese haben offenbar Tritanium, könnte ich abbauen. Brauche ich das? Nö, brauche ich nicht. Okay, das Tritanium hat die Leute von der Strahlung geschützt. Sich auf den Tritanium abbauen? Nee. Alles Tritanium abbauen, keine Rücksicht auf die Stasiskapseln. Sich auf den Trali abbauen? Nee, sie aufwecken, würde ich mal sagen. Tuvok nicht verfügbar. Sehen Sie nach, ob Sie sich aufwecken können. Sie benötigen möglicherweise unsere medizinische Hilfe. Genau. Da dauert schon wieder 5 Runden. Warte, bis das Außenteam die Personen von den Stasis-Kapseln geweckt hat. Jo, 5 Runden irgendwo hinfliegen macht jetzt auch irgendwie keinen Sinn, ne? Was sagt die Entwicklung? Die Entwicklung braucht noch 4 Runden. Ja, dann ist doch mal nice. Essen haben wir genug, Zeug haben wir genug. 4000, da können wir mal 5 Runden noch. Oh, wir können auf Batterie wieder laufen. Moment. Eine Stufe runter. Minus 52. Noch eine Stufe runter. Minus 100. Wir gehen mal auf Stufe 5. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das hier wieder an. Und warten mal die 5 Runden. Eine Runde. 2 Runden. 3 Runden. 4 Runden. Dann gibt es hier irgendwas. Jawohl.
Handelsangebot gibt es auch neu. Okay, okay, okay. Nehme ich mal zur Kenntnis. Ich würde sagen, wir machen mal das Holodeck hier fertig. Falls wir es am Ende wieder brauchen, pusht der Moralbonus noch mehr. Außerdem können wir es ausbauen auf Stufe 3. Wir benutzen es eh nicht. Wir nutzen es ja nur dann, wenn wir es brauchen. Also, raus hier. Und wir gehen wieder ins System. Genau. Jetzt noch eine Runde und dann sind wir da soweit. Mal gespannt. Okay, eine Runde warten. Wupp. So. Kehre zum Klasse K-Planeten zurück, um dein Außenteam einzuholen. Und dann tun wir das mal. Ne? Voyager. Komm, let's go. Beam mal wieder runter. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen. Captain, das Außenteam hat 2 Individuen aus der Stasiskammer geborgen. Die Vitalwerte sind stabil, wenn man die Strahlenbelastung und die Jahrhunderte in der Stasis bedenkt. Sie möchten mit Ihnen sprechen. Ich bin Captain Janeway von The Voyager. Mit wem haben wir die Ehre? Geh drin. Sind Sie diejenigen, die uns geweckt hat? Diejenige. Ich gab den Befehl, ja, wir haben Tausende dieser Kapseln tief unter der Erde entdeckt. Wir hatten keine Ahnung, dass sie noch am Leben sind. Dann stehe ich tief in ihrer Schuld. Ich bin Gidrin. Und zu meinem Bedauern bin ich nun das Oberhaupt der Wadavur. Wie es aussieht, hat unser früherer Anführer Gaul die Stasis nicht überlebt. Morin, Gauls ehemaliger Taktikoffizier. Sie waren 900 Jahre lang in Stasis. Warum? Was ist passiert? 900 Jahre. Wow. Fast ein Jahrtausend. Wir beabsichtigen, nur 5 Jahre zu schlafen, um einer Spezies namens Turai zu entkommen. Ich fürchte, dies sind der Grund, warum mein Volk, meine Welt verloren sind. Gab es einen Konflikt mit den Turai? Welchen Grund hätten sie gehabt, ihre ganze Welt zu vernichten? Nicht nur die Turai, es war ein ganzes Bündnis. Sie griffen an. Wir versteckten uns. Wir hofften, sie würden sich gegenseitig zerfleischen und uns vergessen. Eine vergebliche Hoffnung. Dass sich so viele Spezies gegen eine einzige Welt vereinen, geschieht nicht ohne Grund. In was genau war ihr Volk damals verstrickt? Unsere Vorfahren beschritten den Pfad der Zerstörung mit Stolz. Seitdem sind wir zur Zielscheibe für den Hass ihrer Opfer geworden. Ererbte Schuld ist eine schwere Last, aber 900 Jahre sind eine lange Zeit. Glauben Sie wirklich, dass diese Bedrohung noch immer besteht? Wir werden immer Gejagte sein, Captain. Wir wollen keinen Krieg, nur Ruhe. So oder so ist unser Planet nicht mehr sicher. Zu bleiben bedeutet den sicheren Tod. Wenn Sie uns helfen können, schütten wir für immer in Ihrer Schuld. Hilfe verweigern, wir haben keine Zeit. Die Wadavur helfen. Den Wadavur helfen. Einen neuen Heimatplaneten finden. Na, das machen wir doch. Deswegen machen wir die blaue Zwischenquest, ne? So. Jeder verdient einen neuen. Wir werden Ihrem Volk helfen. Moral plus 400. Wir werden überglücklich sein, das zu hören. Ich werde hier bleiben, um die Reaktivierung zu koordinieren. Aber dürfte Morin sich mit Ihnen ein paar unserer Leute anschließen? Selbstverständlich. Sobald wir eine bewohnbare Welt gefunden haben, kehren wir zurück. Führungsoffiziere, treffen Sie mich in der Astrometrie. Wir beginnen sofort mit der Suche. Dann gehen wir mal in die Astrometrie, ne? So, was sagt hier das hier? Das dauert noch, und zwar 15 Zyklen. Okay. Astrometrie, wo ist sie denn? Die Astrometrie da oben. Stellarkartografie. Da ist keiner. Erkunde den Sektor, bis das Stellarkartografie einen bewohnbaren Planeten zur Umsiedlung der Wadavur lokalisiert hat. Erkunde den Sektor. Tja, dann erkunden wir mal den Sektor. Ne? Also hier, was gibt's hier? Ich würde mal sagen, wir schnappen uns einmal Treibstoff für die Reise.
8 Zyklen entfernt. Dann verplempern auch ein bisschen Zeit, genau. Belastungsgrenze. Chakotay, ein paar Crewmitglieder sind wegen unserer aktuellen Lage heftig aneinander geraten, was am Ende in einer handfesten Schlägerei gipfelte. Die Stimmung ist extrem angespannt. Das Letzte, was wir hier draußen gebrauchen können, ist, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Verstanden? 29 Crewmitglieder wurden verletzt. Wow. Wollt ihr mich veräppeln? Moment, wir machen erstmal später wiederkommen, weil wir müssen uns mal hier um die Dinger da kümmern, da. Um die Leute. So, wir haben natürlich auch keine... Wie soll ich sagen, wo ist es denn, die Moral hier? Plus 19 ist eigentlich okay, ne? Da schalte ich ja schließlich kein Holodeck ein für den Käse da. Also, die Krankenstation ist komplett überlastet, 12 Leute hier. Das heißt, wir müssen die zweite reaktivieren. Wir müssen auch, um die Zeiten zu reduzieren, wieder die Danara Pell einquartieren. Die hat jetzt auch schon die passende Uniform an, in Blau. Da hinten, wo läuft sie denn? Hier läuft sie. So, somit haben wir die nächsten 12 drin. Insgesamt haben wir 29 Fälle, 12, 12, 24. Da müssen wir mal die Notkrankenstation, die Nummer 3, auch aktivieren. Und das dauert mir zu lang. Die Kess ganz kurz mal verlagern. Und schon müsste das hier schneller gehen. 5 Runden. Jupp. So, wir haben im Aero-Shuttle, was gibt's denn? Das gegen das. Boah, macht jetzt auch keinen Sinn. Also ich sehe schon, diese Jobs, die es hier gibt, die kann man eigentlich mal abschalten. Das Aero-Shuttle kostet viel Strom. 8 Strom und 6 Personal. Schalten wir mal ab. Ich würde sagen, weil da kommt bis jetzt nur noch Müll. Da ist nichts dabei, was mir wirklich was bringt. So, 5 Runden. Ich denke, wir sollten mal wieder den Maschinenraum hochfahren. Genau. Und dann versuchen wir mal, genau, uns hier... Das ist ja eine Borg-Sphäre. Ach du Schande. Habe ich ja gar nicht Obacht gegeben. Ist eine Borg-Sphäre. Eieieiei. Na gut, dann klicken wir mal drauf, ne? So, Raumschifftrümmer. Wir sind auf ein Trümmerfeld gestoßen. Die Sensoren zeigen, dass das Trümmerfeld aus Raumschiffen besteht. Das vor kurzem zerstört wurde. Das stimmt aber nicht, das ist eine Borgsphäre. Riskieren Hinterhalt und scannen die Trümmer gründlich. Also ein bisschen rot. Ganz wenig rot, auch wenig rot. Okay. Schnell jegliches wertvolle Material an Bord beamen, bevor die Angreifer zurückkehren. Traktorstand. Lasse ein Shuttle vor der Bergung Scans im Nahbereich durchführen. Jo, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Shuttle, let's go. Super, also Max hier 2100. Haben wir hier mal fast voll gemaxt. Hä, wieso? Moment. Kann doch noch 5500 lagern. Ach, 6000 kann ich lagern? Interessant. Seit wann? Hier auch. Warum kann ich jetzt 6000 lagern? Interessant, interessant. Ich konnte doch nur 5,5, dachte ich. Na gut, ist doch gut. Wenn es mehr geht, freut mich. So, dann schauen wir uns mal wieder. Erkunde den Sektor. Ja, ich erkunde den Sektor. Ich erkunde den Sektor. Was hätten wir denn hier noch? Nix mehr. Wie weit ist denn die Bude hier weg? 4 Zyklen. Ja, dann fliegen wir doch mal zu der Bude hier. Was ist denn das hier? Schiffswrack. Ein altes Kazon-Schiff. Scannen wir mal und wir fliegen mal dahin. Anfrage, die Zähne des Drachen. Anfrage, die Zähne des Drachen. Schauen wir mal rein. Captain, unsere Scanner haben einen potenziellen Kandidaten für die neue Heimatwelt der Wadavur entdeckt. Einen Planeten der Klasse M in diesem System.
Ah, da sind wir schon ins richtige System aus Versehen gereist. Sehr gut, sehr gut. Aber wir scannen erstmal hier noch schnell die ganzen Planeten. Deuterium, kein Hinterhalt. Eine Borgsphäre, kein Hinterhalt. Duranium. Ein Planet. Duranium. Die Voyager entdeckt eine riesige Handelsstation, bei der die Möglichkeit bietet, nicht mit der Station selbst, sondern auch mit den vielen anderen Schiffen zu handeln. Aha. Vielen anderen Schiffen? Wo sind denn hier viele andere Schiffe? Ich sehe hier keine anderen Schiffe angedockt. Hier sind die Crewquartiere, wie es leuchtet. Vielleicht. Okay. Haben wir hier eine Borg-Sonde. Ist auch nichts. Ressourcen, keine Daten. What? Ach, jetzt haben wir es. Wahrscheinlichkeit für Hinterhalt. Ach, da gibt es mal Action Satisfaction. Dann machen wir doch den Hinterhalt. Ich will mal Action sehen hier. Ich will doch mal Action sehen. Da fliegen wir mal zwischendurch dahin. Vielleicht gibt es mal Action. Holodeck Level 3 is ready. Yes. Dann tun wir doch mal hier das Zeug da hinten schon mal freischalten. 10, 50 Steine, let's go. Dann ist das schon mal wird schon mal freigeschaltet. Wie sieht es mit den Kranken aus? Krankenstation, die ist fertig, also kann man wieder absperren. Wie sieht es mit der aus? Die ist fertig. Abschalten. Doktor, fertig. Okay, also Kess. Die Kess kann wieder ins Biolabor. Die Danara Pell, wo könnte man die hinschicken? Frachtraum? Nee. Was gibt es nicht noch? Ingenieurbüro? Nee. Frachtraum? Auch nicht. Offizier? Was ist denn hier? Ist auch nichts. Das sind die Crewquartiere. Ingenieurbüro? Nee. Brücke haben wir auch nichts. Die Batterieeinheit hat auch nichts. Frachtraum nicht. Krankenstation. Ein bisschen Maschinenschild. Okay, mit der Phasenschild. Dann Vorrichtung. Der Schildgenerator. Was ist denn hier los? Ah, das ist er hier. Der ist in der Face of... Oh Mann, hallo. Der ist im Disruptor unterwegs, ja. Dann haben wir den Phaser, da ist genau dasselbe, das sind die üblichen Verdächtigen wieder. Die üblichen Verdächtigen. Die Stellarkartografie hat keine Helden. Die Shuttle-Rampe, die hätte Helden, aber Shuttle-Bauzeit. Wow, die 7 of 9, 97% Shuttle-Bauzeit. Wow, die macht ja ein Riesending. Maschinenraum. Warpkern, 97 Warpkern Reparatur. Meine Fresse. Wie sieht es denn hier aus? Ingenieur. Plus 2 Schaden pro Zyklus. Minus 3 Schaden. Minus 4 Schaden. Oh, die 7 of 9. Die macht ja heftig gut hier. Die 7 of 9, die schmeißen wir mal. Ja. Würde ich sagen, da rein. Die ist hier fast am effektivsten. Wir haben eine Torpedoabschussrampe. Wie sieht es denn hier aus? 30%. Könnten wir den Kashyyyk reintun. Achso, der ist ja in einem anderen Kontrollraum. Okay. Dann eben nicht. Die Werkstatt. Wie sieht es da aus? Der Pellig 52. Abfallaufbereitung. Wow, 97. 66 ist im Wissenschaftslabor. 60%. Der Carry ist wow, fast besser hier unterwegs. Maschinenraum, Helden. 60.
Tun wir den Pellig mal in den Maschinenraum. Und hier hätten wir, sind jetzt alle beschäftigt, oder? Ja, sind alle beschäftigt. Shuttle-Bauzeit. Phaser, okay. Schild. Jo. Transporterraum brauchen wir auch oft. Was? 5% auf Heldenfähigkeiten. 5%, 9%, upsi, Chakotay. Aber die brauche ich für die Waffen. Der Doktor 3%. Und der plus 3%. Ah, dann ist schon der hier der richtige. Der Tom Paris. Oh, bleibst du drin? Tom Paris, schön im Transporterraum bleiben. Alles gut, alles gut, alles gut. Stellarkartografie. 5 Strom. Moment, Holodeck ist online. Könnten wir jetzt, glaube ich, verbessern. Jupp, machen wir auch. 12 Zyklen, Holodeck Level 3. Dauert 12 Zyklen. Schauen wir uns mal an. So, weiter geht's. Untersuche den Klasse M-Planeten. Das wäre da. Was gibt's hier? Handeln. Was gibt's noch? Schauen wir uns mal den Handel kurz an. Briefe, was an Schiffe und Händler zu bieten haben. Die Voyager fehlt die Zeit, Händler aufzusuchen. Konnten sie auch durch einen wichtigsten Austausch mit der Station. Schauen wir, was die anderen Schiffe bieten. Aha, Deuterium, Nahrung. Boah, ist jetzt nichts, wo ich sage, yeah. Uranium. Dilithium 10 für Uranium. Da steht Tritanium, Uranium, Nahrung für Deuterium. Na, kein Angebot. Oh. What? 50% des medizinischen Wissens reichen immer noch aus. Wahrscheinlich in der Zeit nicht mehr Suche nach dem Dieb. Jemand hat einen mobilen Emitter und die Teile der Datenbank des Doktors gestohlen. Wir müssen sie zurückholen. Na super. Jawohl. Puh, ich habe schon gedacht. Daten auf Mobil des Doktors nahegelegen, unbekanntes Medizinhologramm. Scheint, als gäbe es keine andere Möglichkeit, sie zu behandeln, da keine echten Ärzte in Sicht sind. Jetzt geht es immer noch weiter. Wow, was ist denn hier los, ey? Das ist ja hier ein schwarzes Loch mit Entscheidungen. Das ist nicht unser Problem. Hole den mobilen Emitter und die Daten des Doktors zurück. Was? Wieso? Moment. Hinweise deuten darauf hin, dass die Daten und der mobile Emitter des Doktors an ein nahegelegenes Krankenhausschiff verkauft wurden. Als die Voyager eintrifft, trägt ein unbekanntes medizinisches Hologramm den Emitter und ist damit beschäftigt, die vielen Patienten an Bord zu behandeln. Es scheint, als gäbe es keine andere Möglichkeit, sie zu behandeln, da keine echten Ärzte in Sicht sind. Lass sie ihm den Emitter daten und sie scheinen mehr zu brauchen als die Voyager. Nee. Lass sie ihm den mobilen Emitter, aber nimm die Daten des Doktors zurück. Da kann der Doktor nicht mehr mit. Wir können ja so einen mobilen Emitter nochmal bauen, oder? Das ist nicht unser Problem. Hole den mobilen Emitter und die Daten des Doktors zurück. Es ist doch scheiße. Ist doch kacke. Ich kann den Doktor dann nicht mehr mitnehmen. Kritische Versorgung. Lass ihn den mobilen Emitter, aber nimm die Daten des Doktors mit zurück. Okay, wir machen das mal. Verlorene mobile Emitter-Technologie. Tatsächlich verloren. Wahnsinn. Dafür nur Moral, das ist die einzige Belohnung, das ist ja lächerlich. Das war ja echt lächerlich. Jetzt haben die Blödmänner einen Doktor und ich habe keinen mehr, oder wie? Einen Doktor habe ich schon, aber ich habe keinen mobilen Doktor mehr. Der Doktor kann nicht mehr mit auf Außenmissionen. Das ist ja Oberscheiße. Das hätte ich mal nicht tun sollen, aber naja, da musst du echt aufpassen, was du machst, ne?
Ne, weißt du was, das machen wir nicht. Das ist mir zu doof. Fortsetzen, nein, speichern, Audio, Hauptmenü. Das machen wir nicht. Akzeptieren. Das machen wir nicht. Der Doktor muss auf Außenmissionen können. Das ist mir echt zu doof. Das machen wir nicht. Ich gebe doch nicht den mobilen Emitter her. Und dann gibt es wieder irgendeine Mission, wo der Doktor wieder zwingend anwesend sein muss und das kann er nicht, weil er keinen mobilen Emitter hat. Oh Scheiße. Kann es sein, dass es gespeichert hat? Das sieht ja fast so aus. Ich bin nämlich genau hier und hier steht nichts. Scheibenkleisterei. Das ist ja interessant. Bist du sicher? Automatisch jetzt. Warte mal, den Ton kurz ausschalten. So. Profil 1 löschen. Sektor neu starten. Sektor 10 Equinox. Spiel fortsetzen. Spiel fortsetzen. Automatischen Speicherstand laden. Na, dann probieren wir mal das da. Mal schauen, wo wir da landen. Ich hoffe, vorm mobilen Emitter. So, wo sind wir gelandet? Scheiße, nicht vorm mobilen Emitter. Die Station ist schon wieder benutzt. Kacke. Ich glaube, ich muss den Sektor nochmal neu starten. Untersuche den Klasse M-Planeten genauer. So eine Scheiße. Der mobile Emitter ist weg. Das heißt, der Doktor kann nicht mal auf Außenmissionen. Das ist doch scheiße. Ist doch ein Witz. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Also, ich weiß ja, was ich gemacht habe. Ich klicke einfach mal ganz schnell durch. Ja, schon wieder. Voyager, Kibaru. Gehst du weg mit dem Ton? Geh mit dem Ton weg. Jetzt. Also gut, Sektor neu starten. Ich würde sagen, das müssen wir wohl tun. Wir müssen Sektor 10 neu starten. Das ist mir jetzt zu heftig gewesen, dass der mobile Emitter weg ist. Klicken wir mal schnell durch, das geht rucki zucki, klicki, klicki, klicki. Jetzt ist schon wieder. 1000 sich die verbleibende Dauer Ist schon unserer wieder. Heimreise Hallo, ich komme nicht raus hier. 15 Jahre verkürzt hat. Passt schon, passt schon. Ja, da. Mensch, was ist denn diese. Oh, ich hasse es. Könnt ihr nicht einen Streamer-Modus machen? Hier aktivieren auf dem PC gibt es das hier nicht. Da kriegst du immer jetzt mal einen Claim des Todes. So, wo sind wir? Wir sind hier. Da haben wir gestartet vorhin. Weiß ich auch. Also wir tun mal ganz kurz antworten. Klicken wir mal schnell durch. Ja, ja, Föderationsraumschiff Equinox. Wissen wir schon. Haben wir vorhin alles schon gehabt. Wir klicken mal schnell durch. Oder so wie die Users and Equinox. Ich weiß Bescheid. So, wir müssen mal schnell alles scannen wieder. Upsi. Nein, upsi. Schnell wieder scannen. Alles schnell. Zack. Den Sektor schnell neu gestartet. Halbe Stunde für den Arsch. Eigentlich fast eine Stunde, ne, wenn ich das mehr so. Ich habe ja irgendwann 20:30 Uhr, glaube ich, angefangen. Und irgendwie sieht es hier anders aus wie eben. Wenn mir nicht alles täuscht. Ja. Hier ist, glaube ich, mehr los wie vorhin. Haben wir noch was? Hier ist noch was. Haben wir noch was? Da ist noch was. Ja, da ist auch noch was. Das Blau verwirrt ganz schön. Hey, was wo sind wir? Mensch, ich war noch wahnsinnig hier. Aufzeichnungszeremonie, 6 Runden, ja. Da oben ist alles okay, okay. So, wir wollen, was haben wir hier? Gestrandete Borgsende, hier gibt es noch ein paar Borgheinis. Okay, sehr schön. Dann, schön. Was gibt's hier? Handelsstationen, die haben eh nichts Gescheites, also brauche ich nicht hin. Da oben am Material haben wir ohne Ende.
Wie sieht's mit Schiff aus? Da ist jetzt nichts irgendwie komisch. Ja. Moment, was war jetzt? Die Seven of Nine war eigentlich hier. Genau. Dann und gleich ein paar Kranke kommen. Die bieten eh nie was, also schalten wir gleich ab. Die konnte ich noch nicht verbessern, habe ich noch nicht entwickelt, muss ich noch gleich schnell wieder machen. Das passt, das passt, das passt, das passt, das ist alles okay. Die Danara Pell kommt gleich hier rein. Passiert eh gleich was, dann ist die Danara Pell wieder nötig. Und ja, genau, dann kann der Werkstatt, Transporter, Werkstatt, Maschinenraum. Und bevor hier einer rumsitzt und nichts zu tun hat, schmeißt man rein. Ne? Genau. Okay. Den können wir noch nicht verbessern. Ja, abschalten, abschalten, abschalten. Okay, also alles gescannt. Dann holen wir uns mal einmal die Lithium. Auszeichnungszeremonie ist ready. Jo. Dann haben wir gemacht. Weiß ich nicht, was ich alles gemacht habe. Wir gucken es einfach von vorne durch. Wabfelddiagnostik. Ich habe glaube ich hier, Moment. Bei Crew, ich habe glaube ich die Holodeck-Dings. Moralbonus haben wir gemacht, ja. Und Holodeck Level 3 haben wir gemacht. Genau. Also gut, weiter geht's. So, erkunde blub 10, 13. Phaser Controller. Ein bisschen rot. Ne, wir machen hier. Sicher ist sicher. 9. Okay, schön. Jawohl, dann schauen wir, wo es hier Action gibt. Borgsonde. Vom Kollektiv getrennt. Ja. Die wollte man schnappen, die Borg. Genau, Transport zu unserem Regenerationseinkommen, wo sie sich vollständig regenerieren und beruhigen können. Genau. Das machen wir. Team Export. Jupp. Passt. Keine Wahrscheinlichkeit. Keine Wahrscheinlichkeit. Keine Wahrscheinlichkeit. Keine Wahrscheinlichkeit für Action. Wahrscheinlichkeit für Hinterhalten. Na, das machen wir doch mal hier. Action Satisfaction. Riskiere den Hinterhalt und scanne die Trümmer gründlich. Sensoren verlangt. Schneller Jäger werden wir uns an Bord beamen, bevor die Angreifer zurückkehren. Ja, und lassen. Wir machen das mit dem Shuttle. Upsi. War ja fast kaputt. Keine Kranken, alles gut. Das ist am Forschen. Okay. Bevor hier gar nichts passiert, kann die Werkstatt wenigstens mal ein paar Torpedos basteln. So, dass es euch nicht langweilig wird. So, wie sieht's hier aus? Keine Wahrscheinlichkeit für den Hinterhalt, keine. Die haben nichts Gescheites. Ja, komm, wir versuchen mal vorbeizufahren, was die Händler hier sprechen. Holodeck Level 3 entwickeln. Weiter geht's. So, was haben wir denn? Tausche, Borgnaniten, nein, nein, nein. Das ist alles Müll. Borgnaniten sind wir voll. Deuterium, für die sind wir auch voll.
Ja, das ist alles nix. Alles nix. Okay, weiter geht's zum Untersuche die USS Equinox. Ja, ja, ja. Das könnten wir tun, das tun wir aber nicht, weil wir uns geschworen haben, dass wir erst das blaue Zeug machen. Also scannen wir erstmal hier. Wahrscheinlichkeit für Hinterhalt ist schon mal gut. Gibt es ein bisschen Action? Keine Wahrscheinlichkeit. Dann fliegen wir mal dahin. Aha. Okay. Ionensturm, meinetwegen. Holodeck Level 3. Jo. Dann sind wir bei der Crew fast durch. Dann haben wir hier hoch Replikatoren, Replikatoren, Replikatoren. Und der mächtige Verbündete. Jo. Dann sind wir bei der Wissenschaft unterwegs. Hydroponischen Garten Level 3. Nein, danke. Energiedissipator ist ein Riesending. Bringt auch nichts. Wie sieht es beim Kampf aus? Da fehlt uns einiges. Was wir irgendwie verpennt haben. Da kann ich ja gar nichts mehr machen beim Kampf. Ist ja alles voll. Und die Fragezeichen sind alle nicht freigeschaltet. Warpfelddiagnostik. Reparaturrate. Warpfeld und Shuttle. Shuttle-Baukosten, ja. Dann machen wir mal Kampf. Haben wir nichts. Die Borg. Den Borg-Alkoven Level 2. Genau. Lassen wir die mal unterbringen, die Kollegen. Die Kollegen, die hier irgendwie rumstehen. 15 Stück haben wir. Können wir nichts machen. Genau. Der ist doch ready. Den können wir doch jetzt aufmotzen. Genau. Also, let's go. 12 Zyklen. Machen wir weiter. System. Da geht's los. Hinterhalt. Kampfstationen. Missionsergebnis furchtbar. Willst du mich verarschen? Okay. Verstärkte Borg-Sonde. Okay. Kontaminierter Torpedo. Nee. Schilde vollständig zu umgehen. Oh. Tuvok, Holographie, Ihre Befehle, Ablenkung. Captain? Jetzt haben wir schon gedrückt. Wollten wir eigentlich nicht tun. Dann tun wir mal am Flüchten hindern. Wenn wir es am Flüchten hindern, müssen wir einen Antrieb abschalten. Ne? Müssen wir die Triebwerke Tag wird festhören. erfasst, Captain. Schauen wir mal, was Sache ist hier. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Komm. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. So, Befehle. Das ist doch jetzt, der Antrieb ist doch jetzt down, oder? Sehe ich das richtig? Der Triebwerk ist down. Genau. Dann machen wir Warp kann down. Captain. Fähigkeit bereit, Captain. So. Wir haben keinen Schaden. Dilithium, Duranium, Moral. Deuterium 1300. Auch super. Hinterhalt erledigt. So, schön. Was haben wir denn hier? Das ist... Wir sind auf einer Raumstation, die Raumschiffe repariert. Ja, braucht man nicht. Kein Hinterhalt, kein Hinterhalt. Kein Hinterhalt. Dilithium. Dilithium, ja.
Titanium, Titanium, Titanium. Okay, dann schnappen wir uns noch, wo ist es? Schnappen wir uns noch das Dilithium hier. ...29 Crewmitglieder wurden verletzt. Jawohl, also wieder Krankenstationen alle online schalten, bitte. Und Kess, du musst hier mal wieder aushelfen. Krankenstation besetzt mit 12 Leuten, besetzt mit 12 Leuten und die dritte Krankenstation besetzt mit 5 Leuten. Okay. 3 Krankenstationen voll besetzt. Okay. Was macht das Labor? Das Labor soll das hier bauen. Die Werkstatt kann man wieder ein Packen Torpedos bauen. Die Torpedoabschussrampe hat keinen Helden zur Verfügung. Der hängt in der Disruptor-Phalanx rum. Ja, genau. Okay. Der Borg-Alkoven, ist der jetzt schon entwickelt? Noch nicht. Dann geht's weiter. So, wir bauen hier ab. Dieser Planet scheint einst Heimat einer fortgeschrittenen Zivilisation. Es wurde kein Lebenszeichen entdeckt. Indizien dort noch vervollständigte Assimilierung durch die Borg. Vielleicht gibt es in den Ruinen noch etwas Brauchbares. Sollen wir sie untersuchen? Gewinne einige Materialien von der Oberfläche zurück. Die Ruinen ausschlachten. Ja, dann schlachten wir mal aus hier. Moral minus 100. Okay, dann geht's jetzt weiter hier und zwar zur blauen Quest. Fünf Torpedos eingestellt. Okay, Harry, wir haben unser Ziel erreicht. Später zurückkehren. Ist ja irgendwas fertig hier. Das dauert noch 3 Runden. Das machen wir mal 1, 2. Lebenserhaltung ist ready. Holodeck ist auf Level 3. Fertig. Schalt mal ab, Strom sparen. Noch eine Runde. Borg Alkoven, Level 2. Fertig. Gut. Die Schildmatrix war nicht schlecht. Reduziert allen erlittenen Schaden um 5%, begrenzt auf 4. Senkt die Moral um minus 2. Ah, ja, okay. Jetzt so mega ist das jetzt auch nicht, ne? Repariert passiv. Höhenintegrität pro Zyklus. Repariert passiv den Zustand aller Systeme um 1% während des Kampfes. Okay. Nett. Wir machen mal Stufe 4 hier. Dann haben wir es zumindest schon mal erledigt. Weiter geht's. Also gut, dann let's go. Blaue Quest, auf geht's. Gehen wir. Wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen. Weiter geht's. Da waren wir vorhin schon. Ich registriere ein gewaltiges Tritium auf dem Klasse K-Planeten. Genau, kennen wir schon. Die Strahlungswerte bliblablub. Genau. Was ist hier passiert? Das ist alles kaputt. Nuklearer Winter und so weiter und so fort. Wir weiter untersuchen. Gefährlich mit diesem Sturm hinabzufliegen. Jo, Tuvok. Wir haben den Tuvok geschickt, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat sie herausgefunden. Tuvok ist jetzt nicht zur Verfügung für 5 Runden. Also wir warten hier. Wie sieht's aus? Wir laden auf. Okay, wenn wir aufladen. Die Kranken, wie sehen die aus? Abschalten. Abschalten. Cass, du kannst wieder. Die Danara wäre aber fast effektiver als die Cass. Dann schicken wir mal die Danara ins Biolabor. Genau. Sonst gibt es nichts, wo die Cass hier mitmischen könnte. Nee. Nee, gibt's nichts. Gibt es nichts. Okidoki. Dann warten wir mal ab hier 5 Runden.
2, 3, 4 und die 5. Warte, bis die Außen das zerstörte Stadt untersucht hat. Habe ich doch. Ach, noch einen. Ja. Kehre zum Klasse M-Planeten zurück. Das tun wir hiermit. Wir haben unser Ziel erreicht. Fortsetzen. Jawohl. Mehr als das Auge sieht, genau. Die waren ja alle kaputt. Tritaniumkonzentration, so. Sie aufwecken, genau. Also wecken wir die mal auf. Tuvok nicht verfügbar. Brauchen medizinische Hilfe, klar. Und jetzt wieder abwarten und Tee trinken, 5 Runden. Das entwickelt noch. Dauert noch 10 Runden. Dann warten wir hier jetzt mal 5 Runden. In diesem Nebel hier. Und zwar 1, 2, 3, 4 und 5. Kehre zum Klasse M-Planeten zurück, dann tun wir das. Wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen. Außerdem hat er 2 Individuen, genau. Die waren da in der Kammer, die haben sie jetzt, die labern gleich jetzt daher. Wir sind aufgeweckt, danke, danke, passt schon. Alles klar, wir suchen für euch einen neuen Planeten, war das Ziel. Bla bla bla, haben wir alles vorhin schon gesehen. Weiter. Genau, wir helfen euch, haben wir gesagt. Genau, wir suchen für euch was. Klar, wenn wir es gefunden haben, sagen wir euch Bescheid. In der Astrometrie. Heißt, wir müssen jetzt erkunde den Sektor. Jawohl, also ein bisschen Zeit verplempern, haben wir gesagt. Heißt, wir fliegen mal besonders weit. Wir holen uns mal Treibstoff von da hinten. Borg Stufe 4 Forschungsbericht. Sind wir durch. Genau. Reifungskammer brauchen wir nicht. Das Zeug will ich alles momentan nicht bauen. Bei der Crew mächtiger Verbündeter. Ja, dann machen wir jetzt mal langsam hier das da, die Wartfelddiagnostik, dann ist die mal erledigt endlich. Borg-Alkoven ist fertig, dann können wir den jetzt hier mal verbessern. Machen wir. Dass die Leute hier mal Platz finden. So, wie sieht es hier aus? Gasriese. Gasriesen geordnet, potenzielle Treibstoffausbeute. Okay. Bussard-Kollektoren, die machen richtig gut viel Material. Shuttle schicken, nee, Bussard-Kollektoren holt das meiste raus. Wenn es grün bleibt. Na okay, dann halt gelb. Auch gut. Dann kann ich auch leben. Erforsche den Sektor. Okay, was haben wir noch? Wie groß ist der Sektor? Gibt es hier noch was? Nee. Gibt es noch mal Treibstoff? Fliegen wir mal dahin. So, Lebenshaltung aktiv. So, jetzt sollten die Borg hier alle, genau 15 Borg, alle schön im Alkoven hier untergebracht sein. Im Borg-Alkoven. Jawohl. Alles klar. So, erkunde den Sektor, bis das fertig ist. Jo, ich weiß Bescheid. Riskiere es, die Überleben direkt an Bord der Voyager. Ah, das war das Notsignal. Ja. Nicht mehr lange halten. Übermittle Anweisung, um Ihnen bei Fernreparatur zu den Traktor in die weitere Stüttelrampe. Riskiere es, die Überleben direkt an Bord der Voyager einzuladen. Die übermittelt Techniker, um Ihnen bei der Fernreparatur zu helfen. Zieh sie mit einem Traktorstrahl. Dann ziehen wir sie mal in den Traktorstrahl mal rein da. Jawohl. Gut, jetzt fliegen wir nochmal einen weiten Weg. Nach da. So, was haben wir da? Captain ist ein riesiges Trümmerfeld. Abfälle, eine vermehrte Kontamination. Nicht und nur nicht kontaminierte
Materialien. Identifiziere die kontaminierten Materialien und zerstöre sie und sammle den Rest mit dem Phaser ein. Bisschen gelb, bisschen orange. Lasse Shuttles in den Nahbereich. Ja, komm, Shuttle, let's go. Hat doch geklappt. Okay. So. Wie sieht's aus? Das läuft noch. 6 Runden. Habe ich hier irgendwas vergessen und übersehen? Ich hoffe nicht. Wissenschaftslabor hat nichts und muss nichts. Die Werkstatt hat nichts, kann ein paar Torpedos bauen, meinetwegen. Die Danara Bell im Biolabor baut wieder diese Teile. Ja, die prügeln sich bald wieder, also schalten wir mal kurzzeitig hier die Aussichtslounge ein. Für Plus Crew, dass sich die wieder nicht prügeln. So, voll. Das heißt, wir können die Energie wieder runterdrehen, um eine Stufe. Um die Batterien wieder zu entladen. So, dann, wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Wir fliegen mal dahin. Erkunde den Sektor, bis die Stellarkarte für einen bewohnbaren Planeten. Ach, ich kann mich erinnern, das war ja im Nachbardings, ne? Macht das jetzt Sinn? Und voll. Nachbardings, das war glaube ich das Nachbarsystem. Wir sind hier. Es könnte hier gewesen sein. Ja, ist das das Nachbarsystem? Moment. Das da 6 Zyklen entfernt. 8 Zyklen entfernt. Wir fliegen mal dorthin. Und zwar hier nach außen. Warpfelddiagnostik ist fertig beim Ingenieur. Dann haben wir jetzt hier die Shuttle-Bauzeit. Komm, machen wir mal, dass sie fertig ist. Und weiterfliegen. Wir haben einen ernsten medizinischen Notfall. Hochgradig ansteckende Krankheit verbreitet sich rasant auf dem gesamten Schiff. Viele Crew zeigen schwere Symptome. Wir müssen sofort mit der Behandlung beginnen, bevor die Lage außer Kontrolle. Jo, dann tu das mal. Plasmasturm haben wir auch noch. Kommt ja alles zusammen. So, also, wie viele sind krank? Oh, ganz schön viele. Also, noch mehr. Auch nochmal volle Pulle. Schalten wir mal die dritte Krankstation ein. Wir sind da auch 12. Eieiei, sind ja, wie viele sind denn da schon wieder krank hier? Es sind 38 krank. Also gut. Danara Pell, du musst wieder wechseln. Und daher. Kess ist schon in der Krankenstation und dann wird aus 12 Runden werden 5 Runden. Genau, da werden 4 Runden. Und hier sind 6 Runden. Genau, weil der Doktor ist der stärkste. Die ist etwas schwächer und die Kess ist ganz schwach. Aber trotzdem noch stark genug, um die Leute alle schön gesund zu machen, ne, und zu heilen. In den 3 Krankenstationen. Oh, 6 Runden. Achtung, Achtung. Warpkern. Mal wieder hochfahren. Bevor wir hier noch in Modus Grau kommen, aus Versehen. Der Borg Alkoven hat Level 2, passt. Für 20 Borgs. Fliegen wir weiter. Und scannen wir mal das ganze System. Deuterium. Dann haben wir keine Wahrscheinlichkeit für einen Kampf. Deuterium. In diesem Sektor war, glaube ich, dieses Problem, das ich vorhin hatte. Das muss ich jetzt diesmal ignorieren. Da gebe ich jetzt nicht meinen Doktor her. Könnt ihr vergessen. Halt ihr vergessen. Hier gibt es Silizium. Schauen wir uns doch mal an und holen uns das mal. Eintritt in den Plasmasturm, ja, ja. Nützliche Fragmente an Bord.
machen wir das mal. Okay. Keine Bedrohung. Keine Hinterhalt. Keine Wahrscheinlichkeit für den Hinterhalt. Das war das, glaube ich, mit dem Handeln. Ja, das war die Gefahr hier. Die haben ja nichts gehabt. Das war, glaube ich, die gefährliche Station. Ja, ich kann mich erinnern. Das lassen wir mal lieber, bevor hier wieder was passiert. Keine Wahrscheinlichkeit. Was ist denn? Also hier ist schon mal, die Krankheit ist schon mal fast unter Kontrolle, sehe ich gerade. Da sind noch 6. Und noch 2. Auch noch eine, okay. Also hier ist schon mal nichts. Das heißt, wir fliegen in den nächsten Sektor. Ich würde sagen, das wäre der hier. So, Moral plus 250. Wir konnten die Krankheit unter Kontrolle bringen. Okay. Das bedeutet, Krankenstation abschalten. Krankenstation, da sind noch 2 drin. Der Doktor hat noch 12. Dieter Narapel hat noch 2. Okay. Kann die Kess wieder ins Biolabor wechseln und ihren Job erledigen. Die Batterien laden auf und wir fliegen weiter. Jawohl, das ist fertig. Dann machen wir den zweiten Shuttle-Baukosten nochmal. Reduktion. Und weiter geht's. Endlich, die blaue Quest ist ready. Ja, warum? Weil er hier jetzt was gefunden hat, garantiert. Jetzt scannen wir hier mal alles ab. Bakterium. Da. Vergessene Kolonie. Das wird es wohl sein. Nichts Neues aufzudecken. Vergessene Kolonie, das dürfte es sein. Die vergessene Kolonie. Wir haben eine Siedlung mit einem Klasse M-Planeten entdeckt. Die Bevölkerung scheint Bock zu sein, aber die Technologie ist primitiv und sie haben keine Verbindung zum Kollektiv. Eine kleine Gruppe gestrandet ist und sich seit Jahren anpasst. Sie haben vielleicht nützliche Informationen und tolle Technologien. Okay. Aber wir gehen erstmal Zähnestracht, komm antragen. Ja. Unsere Scanner haben einen potenziellen Kandidaten für die neue Heimatwelt der Vatavur entdeckt. Einen Planeten der Klasse M in diesem System. Yo. Hä? War das nicht gerade hier? Jetzt ist es plötzlich da hinten. Das ist ja doof. Naja, egal. Da war doch gerade hier ein Klasse M-Planet. Irgendwo hier. Ach, da ist die vergessene Kolonie. Die ist noch da. Okay, alles klar, die ist noch da. Wir machen erst das Blaue mal fertig. Erst das Blaue fertig machen. Upsi, verstärkte Borgsonde. Hier gibt es schon wieder Action. Schildanalyse. Gegnerische Schilde für einen begrenzten Teil vollständig zu umgehen. Koordinierter Angriff. Holographisch. Ne, dann machen wir volle Attack. Inspektion. Was ist Inspektion? Hält Gegner auf, während der Schaden an der Voyager erhöht wird. Nee. Schildhacking. Marquis-Manöver. Holographische Ablenkung. Mitreisende Rede. Das bringt mir auch nichts. Immer Shieldhacking. Shieldhacking und Tuvok. Also Kampfstart. Ihre Befehle, Captain? Wir visieren erstmal an. Dann gehen wir auf. Zwar den, wo ist er denn? Den Warp-Kern. Machen wir Platz. Angriffsvektor Steuerbord bestätigt, Captain. Oder? Moment. Bild.
Antrieb, nee, die Triebwerke haben wir gesagt. Keine Triebwerke, keine Payload Flug. erfasst, Captain. Genau, das war's. No Triebwerke, no Flug. Fähigkeit bereit, Captain. Shield Hacking. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Okay, Moment. So, die Waffen sind down. Die Payload Triebwerke erfasst, sind noch Captain. nicht down. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. So. Die Triebwerke sind down. Können wir jetzt die Schilde plätten. Jetzt sind die Payload Waffen erfasst, mal. Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Sieg. Komplett zerstört. Fast. 6 Dilithium, Tritanium, Moral und Hüllenstatus. Jo. Und schön weiterfliegen. Wir sind hier. Ein neues Zuhause. Das ist jetzt neu. Okay. Auf den LKs-Displays der Voyager scheint ein üppiger grüner Klasse M-Planet. Obwohl er schwer von früheren Stürmen gezeichnet ist, bedeutet er für die Wadavur eine Chance auf einen, wenn auch mühsamen Neubeginn. Jo. Mach mal. 7 of 9, der Klasse M-Planet ist reich an Wasser und Vegetation. Aber erste Scans zeigen eine erhebliche Anfälligkeit für intensive, zerstörerische Ionenstürme. Ist aber nicht so gut. Ausgezeichnet. Sicherlich nicht perfekt, aber vielversprechend genug. Steuermann, setzen Sie kurz zurück auf die Heimatwelt der Wadavur. Morin, ein Paradies sieht anders aus. Wie bitte? 900 Jahre in Stasis für das hier? Für eine Welt voll ewiger Stürme? Ich schätze Ihre Ehrlichkeit, Mr. Morin, aber wir arbeiten mit dem, was wir haben. Und dieser Planet ist die beste Option, die wir gefunden haben. Wir behalten den Kurs bei. Der Junge ist nicht zufrieden, wie es ausschaut. Kehre zu Wadavur zurück, um es auf die Umsiedlung vorzubereiten. Ja, dann tun wir das mal. Wo sind Sie denn? Da sind Sie, in diesem System. Dann fliegen wir mal wieder zurück. Den Wadavur 8 Zyklen entfernt. Let's go. Ah ja, effizientes Design ist fertig. So, wir haben jetzt Ingenieur. Alles erledigt. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Die Crew ist komplett durch, bis auf hier die Replikatoren könnten wir noch machen. Aber jetzt noch keine Prio. Wissenschaft, wie sieht es denn da aus? Hydroponische Garten Level 3 benutze ich eh nicht. Was haben wir denn hier? Energiedissipator. Ja, das ist ein Riesenraum, der richtig scheiße teuer ist. Wir haben ja sehr viel verpasst. Und hier haben wir die Borg. Komm, dann machen wir doch das so, dass wir Stufe 5 mal hier fertig machen. Dass das mal durchentwickelt ist, Stufe 5. Ob wir es dann machen oder nicht, wird sich zeigen. Ne? Machen wir das so, würde ich sagen. Jupp, also weiter geht's. Und Heimatplanet. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle, fortsetzen, let's go. Na, dann bringen wir die Wadavur an Bord. Mr. Morin, bitte versammeln Sie Gedrin und die anderen für den Transport. Wie Sie wünschen, Captain. Wird mir ein besonderes Vergnügen sein. Captain, es ist schon eine Weile her, seit Morin die anderen Wadavur holen wollte. Sollten sie nicht längst zurück sein? In der Tat. Wir sollten nachsehen, was sie aufhält. Bericht, was war das? Ein unterirdisches Beben auf dem Planeten. Moment. Wir werden von der Oberfläche gerufen. Captain Janeway. Sie müssen mir zuhören. Morin, er hat den Verstand verloren. Er versucht zu... Weig, Gedrin. Du bist ein schwacher Anführer. Gaul hätte begriffen, worum es geht. Captain Janeway ist mir durchaus bewusst, dass sie uns lieber in diesem sturmgepeitschten Drecksloch verrotten lassen würden.
Aber wir haben größere Ambitionen. Wir sind Wadavur. Wir akzeptieren kein Mitleid. Wir fordern die Vorherrschaft. Oh, wenn man schon groß kotzert. Unsere alte Flotte ist nichts gegen ihr Schiff. Es ist der Schlüssel zu unserer rechtmäßigen Vorherrschaft. Damit rüsten wir uns aus, fordern unser Erbe ein und säubern diesen Quadranten von allem, die es wagten, sie uns zu widersetzen. Wir werden wieder regieren. Oh, wenn wir schon haben wir schon große Fresse, kaum aufgewacht? Oh, weia, weia. Jetzt wisst ihr, warum er ausgerottet wurde. Captain, er aktiviert die unterirdische Flotte. Sie müssen ihn aufhalten. Er hat es auf sie abgesehen. Captain, ich schwöre, ich war nicht daran beteiligt. Das ist nicht das, was ich wollte. Verbindung unterbrochen, Captain. Okay. Morin beabsichtigt, ein uraltes Imperium zu erwecken. Das können wir nicht zulassen. Die Voyager kann keine ganze Flotte besiegen. Noch werde ich zulassen, dass sie diesen Sektor terrorisieren. Das erinnert mich an eine alte Geschichte von der Erde. Die Sage von den Drachenzähnen. Nachdem ein Drache getötet worden war, wurden seine Zähne in die Erde gepflanzt. Aus ihnen wuchsen schwer bewaffnete Krieger empor, bereit für eine neue Schlacht. Die Wadavur zu wecken, war wohl so. Als hätten wir die Zähne gepflanzt. Wir wollten ein Volk retten, aber stattdessen haben wir einen Krieg ausgegraben. Ein Krieg, den wir nicht gewinnen können. Also stellen wir sicher, dass er niemals ausbricht oder zumindest, dass diese Flotte es nicht tut. Wir begraben ihre Schiffe unter der Erde. Fähnrich, können Sie die Position bestimmen? Die Strahlung an der Oberfläche stört unsere Sensoren, aber ich empfange ein schwaches Signal eines Überwachungssatelliten. Wenn wir es verstärken, könnten wir die Flotte lokalisieren. Außenteam, bereiten Sie sich auf den Transport vor. So, jetzt geht's runter. So, Doktor ist zur Verfügung, jawohl. So, was haben wir denn? Wir haben Flashly Kampf A, irgendwas zum Leveln. Er hier, Crushing ist relativ schwach. Flashly Kampf, und wer ist noch schwach? Wer muss nochmal gelevelt werden? Die Kess. Der Doktor und der hat hier nur Werkzeug. Max Warp 3308 sagt Guten Abend, Captain Barclay. Fähnrich Max Imum Warp meldet sich zum Dienst. Hallihallo, Max Warp, Fähnrich, ebenso. Hallihallo. Danke für die Meldung zu Dienst. Kannst gleich hier schön auf die Transporterplattform hupfen. Kannst du gleich mitmischen hier. Danke fürs Reinschauen übrigens. Danke, danke. So, Fähnrich. Schick mal einen anderen Fähnrich mit, den Harry Kim? Nee. Also, was brauchen wir denn? Flasche, Kampf und A. Das wäre der Pelik. Den müssen wir eh leveln. Könnte man mal theoretisch nehmen. Der aber nur A. Sonst nix. Flashly. Wer hat Flashly? Die Belana, die ist Level 8. Der Doktor ist Level 7. Den können wir auch mal leveln. Die ist ganz schwach. Die hätte hier... Ja, komm, die Kess muss mal mit. So, dann haben wir Kampf. Dann brauchen wir mal einen, den da. Was? Überlebenskünstler? Wer ist denn die Überlebenskünstler? Das wird eine extra Fähigkeit. Moment. Das wäre der Chakotay. Okay, dann muss der wohl mit. So, und dann hätten wir noch Werkzeug. Seven of Nine ist extrem stark. Der könnte ein bisschen leveln. Und der Pelk müsste auch leveln. Werkzeug. Ah, hat er auch noch. Und Werkzeug. So. Ob das was wird sich zeigen. Also, zuerst hätten wir der Chakotay in zweiten. Das heißt, es müsste anfangen, Flashly, die Kess müsste anfangen. Könnte mit dem Pelk zusammen, wenn wir zwei verschiedene, nicht zweimal Fläschchen. Egal, wir probieren es mal. Mal schauen, was passiert. So, ist zu schwach. Das ist Level 2 zu schwach, da ist er extrem stark. Okay, 145. Captain Gruppe Wadavur bewacht den Eingang zu einer Kammer. Befehle. Finden Sie einen unbewachten Weg zum Kontrollpunkt. Ja, genau. Das würde der Pelk jetzt können.
Dann würden wir das tun. Dann kommt als nächstes der Chakotay in der nächsten Runde dran. Das würde ich sagen, sollte klappen. Und danke für dein kreatives Schreiben hier, muss ich so mal sagen. Ja, voll im Role-Playing-Game drin hier, Kollege Maximum Warp. 145 passt. So, Captain, wir haben das Satellitenkontrollpult erreicht. Kontrollpult. Je später der Abend, desto blöder ist es, noch die Wörter zu finden und das richtig auszusprechen. Gleich babbel den ganzen Tag in der Arbeit und dann hier noch, das ist eigentlich zu spät. Es wird jedoch von Wadawur bewacht. Wadawur bewacht. Wie sollen wir vorgehen? So, eigentlich ist der Chakotay dran, genau. In der nächsten Runde ist wieder Werkzeug und Flashly angesagt. Das ist einer von den anderen beiden, also kann der hier voll reinmachen. So, da sind wir hier auf der ganz sicheren Seite. Das machen wir auch. Das Team fälscht einen Funkspruch, um die Wachen zu einem vermeintlichen Einsatzort beordert. Das Pult bleibt unbewacht zurück, doch im selben Moment wird die Höhle von einem Beben erschüttert und die Steine fallen herab. Na toll. Die Wadawur haben offenbar den Startbefehl für die Flotte gegeben. Wir müssen den Satelliten sofort aktivieren. Umgehen Sie die Sicherheitsmaßnahmen mit der Wadawur. Leiten Sie die Verbindung der Konsole um. Okay. 58 ist zu schwach. Das geht schief. Das könnte klappen. Und dann in der letzten Runde wäre der Chakotay wieder dran. Das sollte also klappen. Das Team reagiert blitzschnell und überbrückt die Verbindung über einen Ersatzport. Der Satellit springt im letzten Moment an, während sie aus der einstürzenden Kammer fliehen. Die Höhle stürzt an und verhindert den Transport. Wir müssen uns einen anderen Fluchtweg suchen. Führen Sie den Koordinatenrückzug durch. Oh. Schlagen Sie sich durch und erschießen Sie herabstürzende Trümmer oder Überlebens. Finden Sie den sichersten Weg zum Ausgang. Aha. Ja, dann machen wir halt hier Überlebenskünstler, ne? Das wäre hier auch. Boah, das wäre ja 100%. Aber wir machen mal Überlebenskünstler. Gibt es nämlich Dilithium. Und viel Moral. Würde ich sagen, wir machen das. Vielleicht, jawohl, haben wir auch einen kritischen Erfolg. Sehr gut. Schnell verschafft sich Chakotay einen Überblick der chaotischen Lage und lotst das Team über eine sichere Route durch das Trümmerfeld. Sie umgehen die Gefahrenstellen und erreichen die Voyager unversehrt, wenn auch sichtlich mitgenommen. 78 Moral und 12 Dilithium. Jawohl. Und dann schauen wir mal, wie die jetzt hier leveln. Zeit für eine Beförderung. Wunderbar. Erreiche Level 10 mit einem Helbel. 8 Chakotay. Level 10. Respekt. So, und die Kess hat ein bisschen gelevelt und der Pelk hat auch ein bisschen gelevelt. Schön. Die Satellitenordnung steht. Ich habe ihre genaue Position. Ausgezeichnete Arbeit, Fähnrich. Nun kann ihr einstiger Ruhm weitere 9 Jahrhunderte im Staub warten. Waffen auf diese Koordinatenausrichtung. So, jetzt schauen wir mal. Die Flotte darf ja nicht hochsteigen, sonst haben wir ein Problem. 65 und 10 sind 75%. 85% und 60, 95%. Okay, schon mal gut. Gut, dass wir einen Disruptor haben. Und der ist auch Level 2, Level 3 sogar. So, Phaser abfeuern, Höhle Einsturz. Zu schwach. 75. Torpedos feuern, Höhle zum Einsturz. Auch zu schwach. 85%. Hier, Disruptor. 60 und 30, 95%. Na, das muss klappen. So, Disruptoren, let's go. Feuer. Schließen Sie sie ein. Jawohl, Erfolg, 95%. Captain, alle Höhlenausgänge sind eingestürzt. Ihre Flotte ist eingeschlossen und teilweise zerstört. Der einzige Ruhm der Wadawur wird in der Tat weitere 9 Jahrhunderte warten müssen. Hätte der gerade gefehlt. Die Großkotze hier sind rausgekommen, wollten Ärger machen. Gut, erfassen Sie Gedrin und beamen Sie ihn an Bord, bevor Morin seine Wut an ihm auslässt. Zu Befehl, Captain. Er ist schwer verletzt. Ich beame ihn direkt auf die Krankenstation. Moment. Morin ruft uns. Voyager,
Das ist noch nicht vorbei. Die Vatavauer werden wieder auferstehen. Ich werde euch jagen. Euer Schiff wird in Flammen aufgehen. Mein Zorn wird euch alle verschlingen. Ey, du Arsch, wir haben dich aufgeweckt und gerettet. Das ist Dankbarkeit. Jawohl. So, ihre Rache wird unerfüllt bleiben, Morin. Es wird Gerechtigkeit geben, aber nicht durch unsere Hand. Die Völker dieses Sektors werden sich darum kümmern. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen. Wie fühlen Sie sich, Mr. Gedrin? Besser, Captain. Dank Ihrer Crew aber mein Volk 900 Jahre. Und Sie haben nichts gelernt. Solcher Hass, solcher Hunger nach Herrschaft. Nicht alle von Ihnen. Sie sind der Beweis dafür. Es gibt noch immer eine Chance für diejenigen, die sich wirklich ändern wollen. Der Planet, den wir gefunden haben, erwartet noch immer. Ein Zufluchtsort frei von den Schatten der Vergangenheit. Vielleicht haben Sie recht. Ich werde es versuchen, Captain. Für all jene, die an eine bessere Zukunft glauben. Vatavauer Zieltechnologie im Kampftechnologiebaum freigeschaltet. Oh, jawohl. Sehr schön. Da ist was Neues gekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und als Geste meiner Dankbarkeit nehmen Sie dies. Foto. Foto! Ein Relikt unserer Vergangenheit, für das ich keine Verwendung mehr habe. Möge es Ihnen nützlicher sein, als es uns jemals war. Leben Sie wohl, Captain. Vatavauer Zieltechnologie im Kampfbaum freigeschaltet. Sehr gut. Haben Sie vielen Dank, Mr. Gedrin. Viel Glück und leben Sie wohl. Die Zähne des Drachen abgeschlossen. Fortsetzen. Da schauen wir uns doch mal den Technologiebaum gleich mal an hier. Wo im Technologiebaum? Hat er gesagt, wo? Habe ich wieder vergessen. Wo war es? Irgendwo. Theoretisch bei Kampf, oder? Würde ich mal schätzen. Hier. Die Vatavauer Zieltechnologie. Ziel. Erhöht die Feuerrate des Phasers um 20%. Oh ja, das ist doch mal richtig gut. Laufende Forschung, Borg Stufe 5. Das dauert noch. Wie lang der Spaß? Das dauert noch 11 Runden. Okay. Dann warten wir die 11 Runden und dann machen wir schön hier im Kampf die Vatavauer-Technologie. So, wir sind hier durch. Haben wir hier, was können wir denn hier snacken? Ah, wir können wieder mal auf Batterien setzen. Auf Batterie. Eine Stufe runter. Dann, wie sieht es mit den kranken Menschen aus hier? Keine hier, also abschalten. Krankenstation, keine da, die können da bleiben. Die können da bleiben. Okay, da ist niemand. Aero-Shuttle-Rampe. Boah, die kostet Strom. 8. Da könnte mal die Danara-Pell rein. Beziehungsweise, wenn mich nicht alles täuscht, ist die Danara-Pell hier effektiver, ne? Ja, aber nur geringfügig. Geringfügig. Upsi. Wow, ist im Moment, ist die Danara jetzt hier schon fast besser wie der Doktor oder was? Die hat 47 und der Doktor hat... Wow, die Danara ist schon besser als der Doktor. Ich drehe durch. Die hat schon 47% und der Doktor plus 46. Uiuiuiui. Mann, die ist ja richtig gut geworden. Hoppala. Wow, die ist schon besser als... Die hat schon den Doktor überholt, ey. In ihrer Fähigkeit. Respekt. So, trotzdem abschalten. Brauchen wir nicht. Die kann er mal hier hin. Ist ja nicht ganz arbeitslos. Hat sie was zu tun? Gibt es irgendwelche Angebote? Nein. Wir haben... Moment. Bordalkoven ist auf Level 2. Ja. Das Holodeck haben wir auf Level 3. Ja. Upsi. Nein, nicht das. Holodeck abschalten. Ja.
Genau, zerstörter Raum. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Die Räume da hinten brauchen wir auch nicht. Jo, okay, dann let's go. Schauen wir weiter. Was ist hier Sache? Ist hier was? Die Steine nehmen wir doch nochmal mit. So, abbauen, zack, zack. Hier ist Rot dabei, hier ist Orange dabei. Dann nehmen wir lieber Standardabbau, sondern ja, wir gehen kein Risiko ein mit Rot. Das reicht so auch. Hier gibt's Raumstation, die Raumschiffe repariert. Brauchen wir nicht, haben wir nicht. Keine Wahrscheinlichkeit für Deuterium, okay. Brauchen wir gerade hier nicht. Dann schauen wir mal weiter. Hier gibt's, was gibt's hier? Aha, aha, aha. Siedlung Klasse M-Planet. Scheint eine kleine Gruppe Gestrandeter sich seit Jahren anpasst. Nützliche Informationen oder Technologien. Da ist wieder das mit dem Doktor, dass der wieder abhaut. Ne, das machen wir erst, wenn dann überhaupt am Schluss. Das ist mir jetzt zu nützliche Technologien. Das ist schon verlockend, ne? Das ist schon verlockend. Wo war denn das? War hier, ne? Ja. Das heißt, wir machen einen Zwischenstopp. 8 Zyklen. 7 Zyklen. Ja, das schenkt sich jetzt nichts Weltbewegendes. Borg Stufe 5. Was? Wir haben uns angepasst. Schalte Stufe 5 des Borgrades im Technologiebaum frei. Jo. Haben wir gemacht. So, und jetzt haben wir die Wadawau Schildtechnologie. Feuerrad des Felses um 20%. Jo, das tun wir doch gleich. Die Wadawau Zieltechnologie. Perfekt. Machen wir, machen wir, machen wir. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Wir sind angekommen. Wir haben ein Wrack eines kleinen Schiffs gefunden, das schwer beschädigt ist, Strahlung abgibt und zu explodieren droht. Versuchen die Rocks Ressourcen sorgfältig zum Bergen, um das strahlend verseuchte Schiffswrack. Schicke ein Team, um zu versuchen, das Schiff vom Inneren zu stabilisieren. Nee, so viel brauche ich nicht, mir reicht das auch. Ja, okay. Essen haben wir eh ohne Ende. Wir produzieren mehr, als wir brauchen. Kein Hinterhalt. Kein Hinterhalt. Kein Hinterhalt. Kein Hinterhalt. Kein Hinterhalt. So, und das ist die vergessene Kolonie. Okay, dann schauen wir uns die mal an, ne? Wie weit? 3 Zyklen, das geht noch. Machen aber vorher. Drehen wir lieber den Ding mal hoch. Und schauen uns die Typen hier mal an. So, was? Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn da schon wieder los? Schon wieder was kaputt. Captain, es gab eine schiffsinterne Explosion. Subraumwirbel, bla bla bla, mehrere Räume. Jo, also müssen wir erstmal reparieren, die ganze Bude hier schon wieder. Mann, oh Mann. Also Reparatur 1. Shuttle-Rampe, Reparatur 2. Und Holodeck, Reparatur Nummer... What? Ach so, weil wieder das Ingenieurbüro ausschalten, einschalten, ausschalten, einschalten. Pausenmodus verlassen. Wird repariert. Und jetzt müsste es eigentlich gehen. Genau, reparieren. 3 Zyklen, 3 Zyklen. 3 Zyklen. Ich glaube, das warten wir mal ab, die 3 Zyklen. 1, 2, 3. Alles wieder repariert. Jawohl, Shuttle-Rampe ist ready. Das Holodeck ist ready. Das schalten wir aber. Ja. Bringt jetzt. Schalten wir mal ab. Brauchen wir gerade nicht. Braucht zu viel Strom.
Es reicht, wenn Sie die Aussichtslaunch haben. Da habt ihr genug Action. Genau. So, also untersuche die USS. Ja, machen wir gleich. Wir sind aber erst hier unterwegs. Wir schauen uns erstmal das hier an. Da haben wir vorhin verkackt. So, also, wir haben eine Siedlung Klasse M entdeckt. Die Bevölkerung scheint Borg zu sein, aber ihre Technologie ist primitiv und sie haben keine Verbindung zum Kollektiv. Es scheint, dass eine kleine Gruppe gestanden ist und sich seit Jahren anpasst. Sie haben vielleicht nützliche Informationen oder Technologie, genau. Da haben wir vorhin den Dr. Dings verloren. Schicken Sie einen Außenminister zu den Xbox und den Vorrätern, laden Sie ein, sich der Crew der Voyager anzuschließen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand, um Ihre einzigartige Gesellschaft und Anpassung zu erforschen. Kein direkter Kontakt. Wissenschaftslabor Level 3, genau. Das war sicherer. Sie haben vielleicht nützliche Informationen oder Technologien. Ja. Um Ihnen einzigartige Gesellschaft und Anpassung. Halten einen Sicherheitsabstand ein, um Ihre einzigartige Gesellschaft und Anpassung zu erforschen. Kein direkter Kontakt. Wissenschaftslabor Level 2. Schicke ein Außenteam. Komm, wir schicken ein Außenteam. No. Gar nichts. Das war wieder voll für den Arsch. Es hat sich ja tippitoppi gelohnt, ey. Meine Herren. Okay, dann halt nicht. Das war wieder voll erfolgreich hier. Absolut erfolgreich. Bevor wir wegfliegen, snacken wir hier mal einmal Duranium. Hier ist was Rotes. Nehmen wir lieber das. Okay, gut. Und er speichert automatisch. Interessant. So, wir sind hier. Hier gibt's alles Mögliche. Waren wir da schon? Ja, da waren wir auch schon ganz am Anfang, glaube ich. Also gut, dann tun wir mal. Was gibt's hier? Da waren wir auch schon komplett abgegrast. Dann fliegen wir jetzt mal 11 Zyklen nach da. Und untersuchen mal die USS Equinox. Die Wadawau Zelltechnologie ist ready. Yo, da ist sie. Und zwar bei Kampf davon. Jawohl, die Zieltechnologie ist ready. Dann, was gibt's noch bei Kampf? Glaube ich, nichts mehr bei Kampf. Bei der Wissenschaft gibt es den Energiedissipator. Der ist eh zu platzverschwenderisch zum Bauen. Hydroponischen Garten. Genau, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Alles, was ich entwickeln kann, ist entwickelt bei der Crew. Da haben wir die hochwertigen Replikatoren, ja. Und mächtigen Verbündeter, jo. Was hätten wir hier? Da ist er doch. Ach nee, den kann ich ja nicht entwickeln. Warum? Weil das hier nicht freigeschaltet ist. Nur ein Scheiß. Kann den nicht verwenden. Schildmatrix reduziert erlittenen Schaden um 5%. Gibt nochmal -2 Moral. Sollte kein Problem sein, machen wir mal. Genau, die Schildmatrix. Okay, dann geht's weiter hier. Zu viel Zeit, jetzt geht's los für Moment, Handelsangebot. Was haben wir denn bekommen? Nee. Das weisen wir zurück und fliegen weiter. Weltenfresser, Hupsila. Was denn da los? So, ja, wenn es euch gefällt, danke fürs Reinschauen, Leute. Dann Abo und Like wäre nice. Wird mir gefallen.
So, Weltenfresser. Die Brückencrew stellt sich die Nackenhaare auf. Soeben hat die Voyager ein neues System erreicht. Und der Anblick, der sich hier bietet, ist von geradezu unheimlicher Schönheit. Ein Bild, das gleichermaßen Ehrfurcht und Angst weckt. Seven of Nine. Raumanomalie 521. In der Datenbank der Sternenflotte wird sie als Graviton-Ellipse geführt. Eine Graviton-Ellipse? Da klingelt etwas bei mir. Eine solche Ellipse hat John Kelly erfasst, einen Astronauten der Erde bei einer ersten Mars-Mission, der Ares-4, die Ellipse beobachten. Lassen Sie uns diese Anomalie beobachten. So eine Chance bekommt man nur alle Jubeljahre. Captain, bilde ich mir das nur ein oder ist das Ding größer geworden? Ach du Scheiße. Sensoren zeigen an, dass die Ellipse nun direkt auf die Voyager zusteuert. Ach du Schande. Zeit bis zur Kollision. Unmittelbar, Captain. Na, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Ey, immer Katastrophen hoch 10 hier. Okay, was haben wir denn? 70, 80, 90, 100. Ah, super. 90, 80, 80, 90, 100%. Okay. Seven konsultieren, gibt es Schwachstellen? 100% Seven konsultieren. Hat Anomalie 521 irgendwelche Schwachstellen? Erfolg. Wir müssen die Energie unterbrechen und unsere Schildpolarität umkehren. Dann tun wir das. Die Ellipse hat ihren Kurs geändert und bewegt sich von der Voyager weg. Super. Wir bringen die Hauptenergie wieder online. Captain, das könnte unsere Chance sein. Vielleicht ist es dieselbe Ellipse, die die Ares-4 verschlungen hat. Ich wollte zwar schon immer in die Geschichte eingehen, aber nicht unbedingt wie John Kelly, Commander. Es ist Uhr 11, halb 11, okay. Seven of Nine. Wir hatten, wie Menschen es ausdrücken, Glück. Vielleicht sollten wir unser Glück nicht herausfordern. Nach Schiffen in der Ellipse scannen. Wadabaur, Zieltechnologie. Oh ja, die Zieltechnologie hat jetzt hier gleich den ersten Einsatz. 75 plus 30 macht 105%. What? Wie geht denn das? Chakotay, die Kurzstreckensensoren auswerten lassen. Astrometrische Scanner verwenden. 60 und 20 sind 80. 100% und 105%. Chakotay, die Kurzstreckensensoren auswerten lassen. Die nach Schiffen in der Ellipse scannen. Dann machen wir doch mal das hier. Sollte sich die Ares noch immer im Inneren befinden, werden wir sie finden. Ich orte klare Signale von R-Technologie aus dem 21. Jahrhundert. Hoho. Captain, wir müssen da rein. Was müssen wir? So nah waren wir der Erde schon lange nicht mehr, Captain. Ach du Scheiße. Schicke ein Außenteam in die Ellipse. Bereiten einen Shuttle vor. Jetzt gibt's Action. Ich werde zuvor Anpassungen an den Schilden des Shuttles vornehmen müssen. Lassen Sie Ihre Magie wirken. Außenteam, halten Sie sich bereit. Oh ja. Das ist eine weitere Nebenquest. Baue ein Shuttle-Schildanpassung in der Werkstatt. Okay, also, ich mache den Fehler nicht nochmal. Erst die blauen Quests und dann die gelben. Das heißt, wir bauen eine Schildanpassung in der Werkstatt. Hier ist die Werkstatt. Wir bauen die Schildanpassung. Die dauert 4 Runden. System. So. Das System, wieso ist das alles unbekannt? Das habe ich doch schon gescannt. Merkwürdig. Keine Wahrscheinlichkeit von Hinterhalt. Hier gibt es einen schönen Hinterhalt. Also Action gibt es hier. Keine Wahrscheinlichkeit. Hier gibt es auch Action, Satisfaction. Keine. Da müssen wir dann hin. Das ist nämlich das Notsignal der Equinox. Kein Hinterhalt, aber die Lithium, was ist denn das hier? Das ist die Graviton-Ellipse. Da ist sie. Keine Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Keine Wahrscheinlichkeit. Eine Wahrscheinlichkeit. Keine Wahrscheinlichkeit. Okay, was machen wir denn? Was brauchen wir denn? Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, an Bord. Ja, also dann fliegen wir mal. Keine.
Wahrscheinlichkeit. Fliegen wir mal zum Hinterhalt. Wir müssen wie lang? 5 Runden. Ist das weiter weg? Das ist weiter weg. Wir fliegen erstmal dahin. Hinterhalt, Kampfstationen, yo. Oh, 2 Borgsonden, schau an, schau an, schau an. Möglicherweise gegnerische Schilde für eine begrenzte Zeit vollständig zu umgehen. Ihre Befehle, Captain? Also, wir gehen erst einmal, besiege den Feind oder flieh Action. Wir gehen erstmal auf die Waffen, dass die nicht mehr schießen können. Das ist einmal vielleicht Nummer 1. Angriffsvektor Steuerbord bestätigt, Captain. 2 Borgschiffe, okay. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Und hau rein. Oh, die sind ganz schön stark, die Schilde von denen. Sapperlot. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Ein feindliches Schiff zieht sich zurück, Captain. Gut, dann müssen wir jetzt auf die zweite gehen. Und zwar auch wieder auf diesmal die Triebwerke. Da zieht sich hier gleich nichts zurück. Schilde hacken. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört. Fähigkeit bereit, Captain. Sieg. Deuterium, jawohl, 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 passt. Und einige Ressourcen zu bergen, okay. So, es war jetzt hier irgendwas fertig, ne? War das jetzt hier schon die Werkstatt, die fertig ist? Hier oben war es. Fliege zur Anomalie. Jo, dann fliegen wir zur Anomalie, ne? Ha, Equinox. Schauen wir uns mal die Anomalie an hier. Die Schildmatrix ist ready. So, sehr gut. Haben wir hier was? Hier haben wir nichts. Wissenschaft, hydroponischer Garten haben wir hier noch. Und der komische Energiedissipator. Bei der Crew haben wir das da. Das sind die Replikator-Rationen. Und ein mächtiger Verbündeter. Hier gibt es auch nichts mehr. Also gut, dann machen wir hier mal die Replikator-Rationen. Mal fertig hier. Und weiterfliegen. So, sind wir jetzt mal hier. Wir haben unser Ziel erreicht. Außenteam schicken. Let's go. So, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4 Pilot und Überlebenskünstler. Also ist schon mal klar, was gesetzt ist. Nämlich A ist ein Pilot gesetzt und B ist der Überlebenskünstler schon wieder gesetzt. So, und dann haben wir Flashly, Flashly, Flashly. Wir brauchen irgendwie Flashly und Leveln. Derer, Level 5. Arturis müsste mal gelevelt werden. Cass müsste auch gelevelt werden. Flashly. Die 7 of 9, die ist ja schon Overkill-mäßig unterwegs hier. Der Index ist zu schwach. Flashly, der Doktor müsste mal gelevelt werden mit 67. Jo. Mission starten. Starke Turbulenzen, Schilde halten. Die Ares 4 liegt direkt vor uns. Haha, Moment, ein Trümmerfeld kommt auf uns zu. Kollision steht unmittelbar bevor. Pilot. Ja, dann Pilot wäre gut. In der nächsten Runde wäre dann Flashly A. Das wäre dann der Chakotay. Ja, genau, Chakotay kann das machen. Schalten Sie auf manuelle Steuerung um und verschwinden Sie von dort. Dann machen wir mal das hier. Kritischer Erfolg sollte klappen.
Vielleicht, eventuell, jawohl. Dank der Flugkünsten des Piloten entkommt das Shuttle den chaotischen Trümmern. Ohne einen Kratzer setzt das Außenteam den Kurs zu Ares 4 fort. 7 Dilithium, 151 Tritanium. Der Weg ist frei. Wir könnten die Gelegenheit nutzen und auf dem Weg zu Ares 4 noch weitere Proben der Ellipse sichern. Überlebenskünstler, das wäre jetzt der Chakotay. Perfekt. Das machen wir doch auch. In der nächsten Runde wäre wieder Flashly, wäre wieder der Doktor dran. Perfekt, kritischer Erfolg. Chakotay entdeckt Anzeichen verlorener Zivilisation und rätselhafte Artefakte. Er beamt sie an Bord und endlich kommt das Ares 4 Modul in Sichtweite. Doch die Zeit drängt. Die Voyager meldet, dass die Ellipse bald mit einem Asteroiden aus dunkler Materie kollidieren wird. Captain, die Ares 4 ist intakt, da ist sie. Kellys Logbücher könnten sich noch an Bord befinden. Die Zeit ist knapp, aber wir könnten versuchen, sie zu bergen. Selbstverständlich bergen wir die. So, in der letzten Runde brauchen wir Waffe oder Werkzeug. Das wäre theoretisch wieder der Chakotay. Und Werkzeug wäre der Tom Paris als einziger. Okay, also in der letzten Runde eventuell Chakotay. Das heißt, Chakotay jetzt nicht verwenden. So, was haben wir denn? Wir könnten den Doktor nehmen, der ist hier oder da, kritischer Erfolg, mega kritischer Erfolg. Lassen Sie Ares 4 zurück und bringen Sie sich einfach, nee. Ziehen Sie an mit einem Traktorstrahl aus Energie, ist risikobehaftet. Beamen Sie an Bord der Ares 4 und landen Sie die Logbücher manuell herunter. Genau, wir machen das. Das sollte doch der Doktor super können. Lade mal schön herunter, die Logbücher. Das Außenteam beamt an Bord und lädt alle Logbücher von Kelly sowie die Scans der Ares 4 herunter. Die Voyager informiert sie daraufhin, dass die Ellipse an Geschwindigkeit zugenommen hat. Captain, wir wissen nicht, ob wir es rechtzeitig schaffen werden. Selbstverständlich schaffen wir das. Leiten Sie die Energie von der Lebenserhaltung in die Triebwerke um. Das wäre nicht schlecht, leider bist du zu schwach. Also Chakotay muss ran. Feuern Sie ein Photonentorpedo auf das Trümmerfeld, um sich aus der Ellipse heraus zu katapultieren. Jo, das machen wir doch. Chakotay, save the day. Ein Photonentorpedo detoniert im Trümmerfeld hinter dem Shuttle. Die Druckwelle katapultiert das Schiff sicher aus der Ellipse hinaus. Ja, so soll es sein. Mission erfüllt. So, wie sieht's denn aus? 9, 10, 8. Ah, sehr gut gelevelt, aber noch nicht ein Level up. Da fehlt noch ein kurzer. Jo. Erfolgreiche Mission. Chakotay, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir tatsächlich auf die Ares 4 gestoßen sind. Es ist, als fände man eine Flaschenpost aus den frühen Tagen der Raumfahrt. In der Tat, Fähnrich. Wurden Kellys Logbücher gesichert? Ja, Captain. Der Transfer in die Astrometrie läuft bereits. 7 of 9. Ich werde mit einer detaillierten Analyse der Daten beginnen. Geben Sie dem Ganzen höchste Priorität. Er verdient ein angemessenes Denkmal, auch wenn es Jahrhunderte überfällig ist. Tja, erforsche Ares 4 Modul im Wissenschaftslabor. Na, dann tun wir das doch mal. Ares 4 Modul, 11 Runden, okay. Das Ares 4 Modul. Ah, wir sind schon wieder voll mit den Batterien, also eine Stufe runterdrehen. Eine Stufe runterdrehen. Haben wir irgendwelche Kranken? Nein. Gut. So, 11 Runden. Wie sieht's denn aus? Oh. 11 Runden müssen wir ein bisschen mal absitzen erstmal hier. Was haben wir denn hier? Asteroid gefunden. Schlägt einen neuen Impact. Einer unserer Wissen schlägt eine neue experimentelle Technik zum Bergbau vor, die das Potenzial für eine viel höhere Ausbeute hat, aber es besteht die Gefahr, dass es alle Asteroiden zerstören könnte. Verwende die Standardbergbaumethoden, nutze die experimentelle, schicke eine Sonde im bestmögliche. Dann probieren wir doch mal die experimentelle Bergbautechnik.
Wenn der die schon entwickelt hat, hat auch geklappt. Ach, wir sind voll. Da gibt es doch Maximum von Dilithium. Habe ich gar nicht gewusst. Okay. Okay. Da stand aber nichts von Maximum. Hier habe ich Maximum 40, da habe ich Maximum 40, das verstehe ich. Aber hier stand nichts vom Maximum. Hier ist auch klar Max Warp 6000. 3308 sagt, meine Batterien sind erschöpft, Captain. Ich melde mich ab. Weiterhin viel Erfolg. Jo, Max Warp, ich danke dir fürs Reingucken. Schöne Nacht, schönen Abend, gute Nacht. Meld dich ab, sehr gut, danke schön. Bitte wegtreten. So, wir müssen noch ein bisschen Zeit verplempern, und zwar ARES-4-Modul dauert noch 9 Runden. Okay, ein bisschen Zeit totschlagen, 9 Runden. Was machen wir denn? Ich würde sagen, wir stehen einfach rum und verplempern 9 Runden. Oder gibt es hier irgendwo einen Kampf? Wahrscheinlichkeit für Hinterhalt. Na, da gibt es auch einen Kampf hier. Dann machen wir doch mal ein bisschen hier. Einen Kampf veranstalten. So, wir sind auf einer verlassenen Bergbaustation. Die Station ist abgelehnt und scheint beschädigt zu sein. Suche Vorsicht, nach wertvollen Gegenstand der Station zu betreten. Lagerräume zerstören, Torpedo. Riskiertes Versuch, Station zu aktivieren. Bisschen mit Rot. Analysiere das Gelände, versuche mit der Außen Voyager Ressourcen abzubauen. Wissenschaftslabor. Boah, ja, da brauchen wir eigentlich auch nichts. Dann versuchen wir mal das hier. Risiko. Klappt. Super. Ist aber kein Hinterhalt hier. Ist ja nichts los. Okay. Keine Wahrscheinlichkeit. Keine Wahrscheinlichkeit. Na, dann fliegen wir doch mal darüber. Oh, zu viel Zeit im Sektor. Ja, ja, ich verstehe. Wir haben nicht einmal die Main Quest angefangen. ARES-4-Modul. Yo, John Kellys Aufzeichnungen. Ja, bin ja mal gespannt. John Kellys Aufzeichnungen. Yo. Ein kleiner Schritt. Zieh dir John Kellys Logbücher an, indem du die eingehenden Comms-Anfrage annimmst. Ja, schauen wir doch mal rein da. 2 Captains, obwohl Jahrhunderte voneinander getrennt, teilen Kelly und Janeway einen gemeinsamen Augenblick. 2 Anführer im Angesicht des Ungewissen. 2 Seelen, die nicht wissen, ob sie ihre Heimat je wiedersehen werden. Die Müde, ist schon fertig? Jo. Moment. Audio. Habe ich schon wieder die ganze Zeit aus. Mann, das nervt, dieses Hin- und Hergefummel von dem scheiß Audio. Das müssen sie endlich mal patchen auf der Playstation. Das nervt. Ich würde gern schon Musik hören, aber halt leider nicht die Voyager Titelmusik. Genau, die flackernden Aufzeichnungen zeigen John Kellys letzten Tage. Bis zum Schluss erfüllt er seine Pflicht. Dokumentiert die sternenlose Leere und stürziert sogar ein fremdartiges Wrack außerhalb seines Moduls. Während der Sauerstoff langsam schwindet, zeichnet Kelly seine letzten Gedanken auf. Er begegnet dem Tod ohne Reue, mit einem stillen Lächeln und grenzenloser Bewunderung für die Wunder des Weltraums. John Kelly, ARES-4, Missionslogbuch 25. 1. Oktober. Es war ein faszinierender Ort für einen Besuch, aber ich bin bereit, nach Hause zu kommen. Ich völlig müde. Ich habe noch genug Treibstoff für eine letzte Zündung. Wünschen Sie mir Glück. Viel Glück. Unglaublich, Kelly war in der Ellipse noch am Leben. Es ist erstaunlich. Jeder nahm an, dass er sofort getötet wurde. Ich schätze, wir müssen ein weiteres Geschichtsbuch korrigieren, sobald wir zu Hause sind. Dieser Mann Kelly war ein außergewöhnliches Individuum, sagt die 7 of 9. Man könnte sagen, er war noch aus echtem Schrot und Korn. Kellys Aufzeichnungen, sie ähneln unserer eigenen mehr als man denkt. Auch wir sind ins
Unbekannten verloren. Wir kennen zwar unser Ziel, aber haben nicht die geringste Gewissheit, ob wir es je erreichen werden. Interessant. Menschliche Sentimentalität ist eine treibende Kraft auf diesem Schiff. Wir sollten den verstorbenen Astronauten die letzte Ehre erweisen, um die emotionale Anspannung der Crew zu lindern. Wir lesen meine Gedanken. Kellys historischen Erfolg würdigen. Kellys wissenschaftliches Erbe würdigen. Was jetzt? Historischen Erfolg, wissenschaftliches Erbe würdigen. Wissenschaftliches Erbe würdigen. Na, was jetzt? Wissenschaftliches Erbe würdigen, historischen Erfolg. Oh, historischen Erfolg. Computerspiele Kellys Logbucheintrag vom 23. Oktober ab. Ich komme mir langsam vor wie Jona. Wie lange war er im Bauch des Wals? 3 Tage? Ich habe ihn bereits um 2 oder 3 Tage geschlagen. Faszinierend. Er vergleicht sich mit einer religiösen Figur. Größenwahn? Ganz im Gegenteil. Er ist durch die Hölle gegangen, wurde ums andere Mal zurückgeworfen, aber er weigerte sich aufzugeben. Computerspiele den letzten Logbucheintrag ab. Das hier ist John Kellys letzter Flug. Dieses Mal kann ich es nicht auf einen Pilotenfehler schieben. Dieses Mal bereue ich nichts. Die Energie des Moduls schwindet. Ich deaktiviere die Lebenserhaltung. Bodenstation, Dad oder wer auch immer das hier findet, tut mir einen Gefallen und nutzt die Daten, die ich gesammelt habe. Macht etwas daraus. Ich hoffe, ihr seht das hier nicht als Fehlschlag. Ich tue es jedenfalls nicht. Er gab nicht auf bis zum Schluss. Kelly Shepard, Armstrong, Aldrin, das waren die Pioniere, die den Weg geebnet haben. Geschichte der Menschheit im Wissenschaftstechnologiebaum freigeschaltet. Sie möchten also Kelly, den Entdecker, ehren. Geschichte der Menschheit im Wissenschaft-Technologiebaum freigeschaltet. Fortsetzen. Möchte John Kelly ehren, den Menschen. Er stürzte sich kopfüber ins Unbekannte. Und hier sind wir nun und lernen von ihm Wasser einschenken. Genau, wir lernen Wasser einschenken. Über 300 Jahre später. Wasser trinken lernen wir auch. Vom vielen Sprechen. Weiter. Ein wahrer Entdecker, John. Ihr Erbe wird niemals in Vergessenheit geraten. Ein kleiner Schritt. XP für die Janeway und 5. Die Lithium bringt nichts, weil wir eh voll sind. Voll. Und automatisches Speichern haben wir. Let's go. Borgsonde. Jo. Hier war doch Action angesagt, oder? Kampfstationen. Yeah, let's go. Action, Satisfaction. Begrenzte Zeit vollständig zu umgehen. Genau, also, was haben wir? Vollständige Schilder. An der Tuvok mit Doppellaser und hier hackt die gegnerischen Schilde. Was gibt es noch hier? Kontaminierungstorpedo. Schaden über Zeit an Schilden und Hüllen verursacht. Oh ja, Pelk, komm, let's Ihre go. Befehle, Captain? Das visieren wir an. Wir ballern auf die Waffen, die Triebwerke, dass die erstmal Heck wird erfasst, Captain. nicht flüchten können. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit feindliche Schilde zerstört, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. So, Fähigkeit bereit, Captain. das sieht doch aus, als wenn hier jetzt das Triebwerk hinüber ist. So, jetzt gehen wir mal hier auf Heck wird die erfasst, Schilde. Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Schilde sind da und Sieg. Jawohl. Oh, Hüllenstatus ein bisschen, okay. Schließen.
Hüllenstatus hat sich etwas getan, da haben wir ein bisschen Schaden erhalten. Also werden wir hier mal ein Arbeitsteam wieder zuweisen. Sollen wir gleich 2 zuweisen, dass hier ein bisschen was passiert im Karton, ne? So, 8 Runden. Sind wir voll. Jo. Voll, überall voll, alles voll. Wahnsinn. So, okay. Das heißt, wir machen jetzt die Main-Mission. Main Mission, let's go. Wie weit? 6 Zyklen? Ja. Aber zur Sicherheit schalten wir mal lieber den Warpkern hoch. Nicht, dass hier irgendetwas passiert. Weiß man ja nie, ne? Let's go, Main Mission. So, Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle, fortsetzen, let's go, fortsetzen. Nee, später zurückkehren. Wir haben doch hier was freigeschaltet im Technologiebaum. Es dauert noch 2 Runden, die warten wir noch ab. 1, 2. Jawohl, und jetzt haben wir doch irgendwas Neues bekommen. Wo haben wir denn das? Wo ist die neue Technologie? Hier ist sie nicht. Das ist die Abfall, die haben wir schon, das ist bekannt, hier auch nicht, das ist der Galaxianer auch nicht. Bei der Wissenschaft. Hier ist doch was Neues dabei. Die Geschichte der Menschheit. Was haben wir denn da? Jedes Wissenschaftslabor erhöht die Moral um +2 in jedem Zyklus. Das ist einmal der Mega-Shit hier. Machen wir doch gleich hier. Wunderbar. Also Wissenschaftslabore erhöhen die Moral. Und das hier, wunderbar. Da haben wir noch eins. Erhöht die Moral. Wunderbar. Dann passt das. So. Die Hülle ist doch jetzt hier. Die Moral ist auf voller Pulle. Die Hülle ist auch auf voller Pulle. 960. Jo. Do it. Somit können wir wieder das Ingenieurbüro abschalten. Maximal einen für den Fall der Fälle zuweisen. Und dann geht's weiter. Schauen wir uns mal. Da ist es, die USS Equinox. Die schauen wir uns auch an, natürlich mit einem schönen Hintergrundpicture. Was haben wir denn hier für ein schönes? Hier ist ein schönes Planetlein. Upsi, falscher Winkel. So. Die USS Equinox. So, ist doch ein schönes Bildchen. Die USS Equinox, okay. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen. Wir nennen uns der Equinox, Captain. Das ist die Main Mission. Registrieren mehrere Hüllenbrüche. Warpantrieb ist ausgefallen. Seltsam, ihre Schilde werden durch eine undefinierte Energiewelle gestört. Quelle unbekannt. USS Equinox. Auf dem Bildschirm erscheint ein Schiff der Sternenflotte, das übel zugerichtet. Also es fast auseinanderbricht. Oh Gott, die Nase putzen. So. Dass es fast auseinanderbricht. Die Schilde flackern und können die Verwüstung im Inneren kaum noch zusammenhalten. Nach der Begegnung mit der Dauntless mustert die Crew das andere Sternenflottenschiff voller Argwohn und rätselt, welches Grauen ihm wohl zugestoßen sein mag. Öffnet sie einen Kanal. Hier spricht Captain Janeway vom Föderationsraumschiff Sternenschiff Voyager. Wir reagieren auf Ihren Captain Ransom. Voyager, Sie müssen Ihre Schilde auf unser Schiff ausweiten. Passen Sie die Ermitterfrequenz an. Tun Sie es. Haben Sie das gehört? Schilde ausgeweitet, unstabil, Captain. Es ist weg, seltsam. Captain Ransom, können Sie mich hören? Signal verloren, Captain. Dort ein Rettungsteam entsenden.
Das Schiff nach Lebenszeichen scannen. 60, 70, 80, 85. Sensorenphalanx. Wir tun erstmal scannen. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Scannen Sie das Schiff nach Lebenszeichen. Ich registriere mehrere Lebenszeichen, einige davon kritisch. Zudem massive Mengen an Antimaterie, aber ohne erkennbare Quelle. Das finden wir später raus. Stellen Sie ein Außenteam zusammen. Wir müssen die Equinox und ihre Crew retten. Außenteam. Oh, das ist aber viel. 1, 2, 3, 4, 5 Dinger und Ocampa. Ja, dann setzen wir mal die Ocampa zuallererst. Ocampa. Number 1. Dann. Wie sieht's denn aus? Wer ist denn hier so lasch am Dingsen? Der Kraschig müsste mal gelevelt werden. Der hat Waffe und Dings. Sollen wir mal den Kraschig mitnehmen. Und dann haben wir jetzt A und Werkzeug, brauchen wir mal was. A und Werkzeug. Das wäre er hier, der Pellig. Bei Level 6. Ja. Level 6. Dann könnte der auch mal ein wenig leveln, ne? Der Nilix hätte auch Werkzeug, aber ist zu schwach. Der ist Level 5, der hätte auch A und Werkzeug. 47, 41 und er da oben. 47 von A und Werkzeug 70, Werkzeug 71. A brauchen wir nur einmal. A oder Werkzeug. Carry oder Pelg. Der ist Level 6. Ich würde sagen, der Carry ist niedriger, der levelt dann automatisch schneller. Wir nehmen den mit. Und hoffen mal, dass die Bude läuft, weil die alle nicht die stärksten sind. Captain, wir sind im Maschinenraum der Equinox. Der Warpkern ist in einem kritischen Zustand und die Crew. Wir haben ein totes Crewmitglied mit seltsamen Verletzungen gefunden. Befehle? So. 69. Scannen Sie die Verletzungen mit dem Tricorder, scannen Sie die Leiche und stellen Sie die Todesursache fest. Das ist beides mal die Ocampa. Das ist ja wurscht, was ich hier mache. Ne? Da kann ich auch das machen. Da ist der kritische Erfolg höher. Kann das nur mit ihr machen. Laut dem medizinischen Tricorder des Teams ist jede Zelle des Toten völlig vertrocknet. Um einen solchen Zustand herbeizuführen, wäre eine gigantische Energiemenge erforderlich. Was ist auf dem Schiff passiert? Vorgefallen. Captain, der Warpkern ist eine tickende Zeitbombe. Er muss umgehend stabilisiert werden. So, die ist erschöpft, die darf nichts machen. Oh, da haben wir hier ein Risiko. Aber das wird wohl klappen, hoffe ich mal. Begutachten Sie den beschädigten Warpkern. Bestätigen. Er muss leveln. Schauen wir mal in der Hoffnung, dass die klappt. Wunderbar. Der Warpkern kann repariert werden und stellt keine unmittelbare Bedrohung dar. Es ist jedoch auffällig, dass die Crew der Equinox die Dilithium-Matrix des Antriebs grundlegend umgestaltet hat. Haben Sie versucht, andere Energiequellen zu nutzen? Captain, wir sollten. Haben Sie das gehört? Jemand ist unter den Trümmern eingeklemmt. Wir müssen helfen. So, jetzt kann also maximal er hier das locker schaffen. Er ist zu schwach und er ist auch zu schwach. Müsste eigentlich er hier tun. So, wie sieht die nächste Runde aus? Nächste Runde hätten wir Werkzeug, Medizin und Dings. Das wäre, ja, das passt. Das wäre wieder der Carry mit dem Werkzeug. Medizin wäre die Kess. Und in der letzten Runde hätten wir Waffe und Dings. Das wäre wieder er. Oh ja, dann sind wir doch gut abwechselnd. Das schaut doch gut aus. Also gut. Vorsichtig zerlegt das Team die massiv Trümmerstücke, um sie wegräumen zu können. Eine leicht verletzte Frau in Sternenflottenuniform kriecht hervor. Maria Gilmore. Ein Fähnrich an Bord der Equinox. Sie ist dankbar, weist aber darauf hin, dass noch weitere Crewmitglieder Hilfe brauchen. Captain, wir sind auf dem Weg zur Brücke auf einen weiteren Überlebenden gestoßen. Seine Beine sind unter einem Stahlträger eingeklemmt. Uiuiui.
So, also ist hier eigentlich die Cass, die hier was tun muss. Entweder das oder voll Overkill. Stabilisieren Sie ihn, bevor Sie ihn befreien. Ich würde mal sagen, das hier. Beruhigen Sie ihn und halten Sie ihn bei Bewusstsein, während Sie ihn freischneiden. Ja, da gibt es die meisten Dinge. Okampa. Dann machen wir das mal. Okay, während das Team arbeitet, nutzt Cass ihre telepathischen Fähigkeiten, um den eingeklemmten Mann zu beruhigen. Er erzählt gerührt von seiner Crew. Nachdem sein Zustand stabilisiert wurde, bedankt sich Noah Lessing von der Equinox aufrichtig für seine Rettung. Jo. Wir rücken weiter ins Schiffsinnere vor, Captain. Achtung, Deckung, Phaserbeschuss. Ein verwirrter Crewman der Equinox schreit, dass wir angegriffen werden. Befehle. Befehle. So, es wäre hier jetzt. Betäuben Sie ihn mit einem Phaser. Sagen Sie ihm, wer wir sind und fordern Sie ihn auf, die Waffen niederzulegen. Ist zu schwach. Das wäre stark. Das wäre auch gut. Lassen Sie sich auf seine Geschichte ein und sagen Sie ihm, dass Sie die Angreifer besiegt haben. Das wäre das Beste. Man könnte hier voll Overkill machen, indem wir hier den auch noch mitnehmen. Wenn wir die Cass auch noch mitnehmen, dann wird es ein kritischer Erfolg. Sagen Sie ihm, wer wir sind und fordern Sie ihn auf, die Waffen niederzulegen. So. Das wäre doch genau ein kritischer Erfolg. Sehr gut. Der Mann lässt die Waffe sinken und bricht weinend zusammen. Als das Team näher kommt, hört man ihn murmeln, dass auf dem Schiff schreckliche Dinge geschehen sind, die schwer auf seinem Gewissen lasten. Schließlich gelangt das Team auf die Brücke, wo sie Captain Ransom und weitere bewusstlose Crewmitglieder entdecken. Als Ransom das Bewusstsein wiedererlangt, fragt er mit brüchiger Stimme, ob die Föderation endlich eingetroffen sei. Captain Janeway wird viel zu erklären haben. Ja, das war doch ein super kritischer Erfolg. So, wie sieht's aus mit Leveln? So, 8, jawohl, Okampa gelevelt, Crushy gelevelt und Carrie auch gelevelt. Jawohl, das war doch das, was ich wollte. Sehr gut. Cass hat sich ganz schön ausgelaugt, aber kein Problem. Harry Kim, Captain, das Außenteam ist wieder an Bord. Die Überlebenden der Equinox werden auf der Krankenstation versorgt. Trinken. Sehr gut. Sobald Captain Ransom bereit ist, möchte ich mit ihm sprechen. Was steht denn darum? Captain Ransom. Captain Janeway, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Wie geht es der Erde? Gähn, müde, oh wei, oh wei. Wenn ich das nur wüsste, Captain Ransom. Sie wurden nicht hergeschickt, um uns zu finden? Nee, wir sind hier reingestolpert. Ich fürchte nein, wir sind im Delta-Quadranten gestrandet. Wegen unseren Willen hierher gezogen von einem fremden Wesen namens der Fürsorger. Hat uns ebenfalls hierher verschleppt. Es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ohne Unterstützung sind wir mit unserem Latein am Ende. Catherine Janeway, Level 9, Chance 70 plus 10, 80%. Ihn fragen, wie er dieses unwahrscheinliche Überleben ermöglicht hat. Die Equinox ist ein Forschungsschiff der Nova-Klasse, konzipiert für kurzzeitige Missionen. Für diese Art Belastungen ist sie nicht konstruiert. Wie haben sie es mit so geringen Ressourcen nur so weit geschafft? Erfolg. Um ehrlich zu sein, Captain, es war pures Glück. Wir stießen auf ein Wurmloch. Über den Rest möchte ich lieber schweigen. 39 Leute haben wir verloren. Es war ein Albtraum. Darf ich Sie etwas fragen, Captain? Die oberste Direktive, wie oft haben Sie sie gebrochen, um Ihre Crew zu beschützen? Um Ihre Crew zu schützen. Haben wir die gebrochen? Die oberste Direktive? Wenn es notwendig war. Niemals. Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich das noch? Habe ich die oberste Direktive schon gebrochen? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube schon, ne?
Wie oft haben Sie sie gebrochen, um Ihre Crew zu schützen? Ja, wenn es notwendig war, ist die passende Antwort. Ich musste gewiss Kompromisse eingehen. Oft waren es schwierige Entscheidungen. Das Wohl meiner Crew hat stets Vorrang. Kompromisse, ja. Um hier draußen zu überleben, muss man zu bestimmten Dingen bereit sein. Wir haben alle Dinge gesehen, Dinge getan und nun stecken wir in einer noch größeren Klemme und sind auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir werden schon seit Wochen von unerbittlichen Angriffen fremder Wesen heimgesucht. Wir können nicht mit ihnen kommunizieren. Und jedes Mal, wenn unsere Schilde versagen, richten sie schweren Schaden an. Ich vermute dadurch, dass sie uns mit ihren Schilden schützen, sind sie nun selbst ins Visier dieser Wesen geraten. Er hat recht. Unsere Schilde weisen mehrere Belastungspunkte auf. Wir werden angegriffen. Ach, guck an. Sich nach dem fremden Wesen erkundigen. Sich nach der Angriffsweise der fremden Wesen fragen. Nach dem Ausmaß des Schadens durch fremde Wesen fragen. Wer sind diese fremden Wesen, Captain Ransom? Hat die Equinox einen Streit mit ihnen provoziert? Nein, zumindest keinen, von dem wir wissen. Captain Janeway, verzeihen Sie die Störung, aber die Crew der Equinox, wir haben eine Methode entwickelt, um diese Wesen zu vertreiben. Und Sie sind? Maria Gilmore, meine Einsatzoffizierin. Sie versteht ihr Handwerk. Was? Erstoffizierin. Maria Gilmore. Sehen Sie, diese fremden Wesen stammen aus einer anderen Daseinsebene, vielleicht aus einer anderen Dimension. Wir öffnen Risse in unseren Ebenen, um anzugreifen. Aber sie können nicht lange bleiben. Wenn sie nicht zurückkehren, sterben sie. Das bedeutet, sie sind auf unserer Seite verwundbar. Captain Ransom, wir haben einen multiphasischen Kraftfeldgenerator entwickelt. Ziel ist es, diese Wesen zu isolieren, um weitere Angriffe zu unterbinden. Was? Wir haben einen multiphasischen Kraftfeldgenerator entwickelt. Ziel ist es, diese Wesen zu isolieren, um weitere Angriffe zu unterbinden. Naja, isolieren, Angriffe unterbinden, okay. Sich beeindruckt zeigen, Zweifel am Plan äußern. Beeindruckt. Eine faszinierende Idee, wenn nicht anders zu warten bei Ihrem Renommee. Haben Sie bereits einen Prototyp fertiggestellt? Meine Crew ist einfallsreich, Captain. Ja, das haben wir. Aber ich fürchte, der Prototyp ist unzugänglich. Seit einem Zwischenfall ist unser Labor voller Strahlung. Ich schlage vor, die Baupläne von unserem Computer herunterzuladen. Wir müssen die Konstruktion zwar neu beginnen, doch das ist die einzig sichere Methode. Sich von einer Entscheidung mit der Crew beraten. Ransoms Vorschlag folgen. Pläne herunterladen und Generator bauen. Nein, wir tun erstmal beraten. Deine Entscheidung hat Konsequenzen. Ich werde mich mit meiner Crew beraten, Captain Ransom. Sie hören in Kürze von uns. In Ordnung, aber beeilen Sie sich bitte. Wir werden angegriffen. Meine Leute werden Ihnen zur Hand gehen. Sie gewöhnen sich gerade schon an Ihr Schiff. Maria Gilmore, es ist mir eine wahre Freude, an Bord Ihres Schiffes zu sein, Captain Janeway. Eine willkommene Abwechslung zu, nun ja, zu herabstürzenden Schotten, um ehrlich zu sein. Jack. Jetzt, wo unsere Gäste außer Hörweite sind, was denken Sie? Chakotay. Ransom war sehr ausweichend, was Ihren Weg hierher angeht. Entweder ist er traumatisiert oder er verheimlicht uns etwas. Chakotay. Seine Frage zur obersten Direktive und die Aussage, dass das Überleben erfordert, zu bestimmten Dingen bereit zu sein, das bedeutet auf einen weit tiefer gehenden Kompromiss hin. 7 of 9. Die Begründung, dass für das kontaminierte Forschungslabor entbehrt jeder Logik. Damit eine solche Strahlung freigesetzt wird, hätten die Angriffe gezielt die Antimaterie-Eindämmung treffen müssen. Zudem erscheinen die Attacken der fremden Wesen völlig planlos.
Das Außenteam berichtet ebenfalls von merkwürdigen Verhalten und unerklärlichen Phänomenen. Zustimmung. Die Crew der Equinox verhält sich verdächtig. Ermittlungen einleiten. Widersprechen. Captain Ransom und sein Crew sind traumatisiert. Hilfe anbieten. Hält Ermittlungen einleiten. Ja, würde ich auch sagen. Das ist mir jedenfalls aufgefallen. Gehen Sie der Sache nach, Lieutenant. Ich möchte jetzt noch keine Unruhe stiften, aber wir brauchen mehr Informationen. Du wirst fortlaufend angegriffen. -6 Hülle pro Zyklus. Warte, bis Tuvok seine Ermittlungen abgeschlossen hat. Naja, dann warten wir mal, bis der Tuvok seine Ermittlungen abgeschlossen hat, ne? So, wie lange braucht der, bis der seine 5 Runden, da steht es doch, 5 Runden. Na, dann warten wir doch mal 5 Runden. Einmal. Haben wir irgendwas noch nicht entwickelt? Die Geschichte der Menschheit dauert noch 14 Runden. 2, Moment. Haben wir irgendwas, was wir entwickeln sollten, wollten, müssten? Hier haben wir nichts. Eine Werkstatt. Bauen müssen wir auch nichts. Bauen wir mal ein paar Torpedos wieder. Gehen wieder ins System. Gehen wieder hier rein. Schauen die Equinox an. Das ist die Equinox. Die USS Equinox. Okay. Wir warten ab. Wir warten ab. Und wir warten ab. Wir werden gerufen. Vorher schalten wir wieder auf Batterien. Und wir werden gerufen, aber wir schauen uns natürlich den Ruf in einem schönen Bild an. Genau. USS Equinox. So, wir werden gerufen. Equinox. Tuvok. Captain, meine Untersuchung bezüglich der Equinox ist abgeschlossen. Ich konnte ermitteln, dass die Strahlung im Labor vorsätzlich herbeigeführt wurde. Man hat 3 EPS-Leitungen direkt dorthin umgeleitet. Es ist logisch anzunehmen, dass Captain Ransom uns den Zutritt verweigern möchte. Jeder Zutrittsversuch würde das Personal in Lebensgefahr bringen. Eine externe Umleitung ist nicht möglich, was einen internen Zugriff mit hohem Verlustrisiko erforderlich macht. Wir wissen nicht, was uns im Inneren erwartet und wir riskieren einen offenen Konflikt mit Captain Ransom und seiner Crew. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ransom vertrauen. Baupläne für den Generator herunterladen und ihn konstruieren. Ja, was hat er denn da angestellt? Ransom vertrauen, Baupläne für den Generator herunterladen und ihn konstruieren. Nee, wir kehren zur Equinox zurück und weitere Untersuchungen. Ich hatte wirklich gehofft, dass dies nicht nötig sein würde, aber erst recht nicht bei einer anderen Captain. Versetzen Sie die Sicherheitsteams in Bereitschaft. Wir kehren zur Equinox zurück. Du wirst fortlaufend angegriffen. Ja, das ist ja kein Problem. Wir haben plus -6, also ist es eigentlich plus ein -1. Das halten wir locker flockig durch. So. Kehre zu USS Equinox zurück. Tja, dann tun wir das mal, ne? Klicken wir mal da drauf. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen. Ein weiteres Außenteam. Wie befürchtet ist die Strahlung im Labor der Equinox so intensiv, dass sie in Sekunden tödlich wirkt. Wie lautet Ihr Plan? Ein Team mit Schutzimpfung hineinschicken. Erfolgschance 60, Erfolgschance 60, 70, 80, von 80. Mobiler Emitter, Chance 100. Den Doktor hineinschicken. Ein Hologramm kann keine Strahlung anhaben. Dann schicken wir den Doktor rein. Außer
Der Doktor wird wieder gefangen genommen. Eieiei. Ich hoffe mal nicht. Wir schicken den Doktor rein. Ein Hologramm kann die Strahlung nichts abhaben. Finden wir heraus, was Ransom verheimlicht. Erfolg. Zutritt zum Labor erfolgreich. Die Strahlung im Inneren ist, wie erwartet, völlig unerheblich für meine Wenigkeit. Man könnte fast meinen, diese Situation schreit geradezu nach einem glanzvollen Auftritt des Mannes der Stunde. Der Treibstoff der Verzweiflung. Der Doktor betritt das strahlenkontaminierte Wissenschaftslabor der Equinox und macht eine Entdeckung, die ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt, wenn er denn welches hätte. In den direkt mit dem Warpantrieb gekoppelten Containern liegen die kristallisierten Überreste der fremden Wesen, die das Schiff attackiert haben. Ganz in der Nähe steht der multiphasische Kraftfeldgenerator, offenbar konstruiert, um diese Wesen gefangen zu halten. Zudem stößt der Doktor auf Forschungsberichte, die die grausige Vermutung bestätigen, die Equinox hat diese Lebensform als Treibstoff missbraucht. Jedes getötete Wesen brachte sie der Heimat um Lichtjahre näher. So. Jedes getötete fremde Wesen ermöglichte es ihnen, die Heimreise um Lichtjahre zu verkürzen. Sie haben allen Grund, die Equinox anzugreifen. Ein ungeheuerlicher Verstoß gegen alle ethischen Protokolle. Für ihre schamlose Missachtung empfindungsfähiges Lebens müssen sie umgehend zur Rede gestellt werden. Einverstanden, nehmen Sie den Generator mit und dann will ich Ransom auf meiner Brücke haben. Sofort. Captain Ransom. Captain, ich habe gehört, der Generator ist einsatzbereit. Ihre Crew ist effizient. Captain Ransom, ich schlage vor, wir beamen ihn auf die Equinox. Unsere Systeme sind bereits darauf ausgelegt. Trotz der nötigen Reparaturen würde uns das eine Menge Zeit sparen. Nicht so voreilig, Captain. Wir wissen, was Sie getan haben. 10 Isogramm dieser kristallinen Substanz beschleunigen Ihren Warpantrieb. Für etwa einen Monat, korrekt? Sie müssen den Vorrat also regelmäßig auffüllen. Mit anderen Worten, noch ein unschuldiges Opfer. Und dann noch eins. Und noch eins? Wie viele Leben kostet der Weg zur Erde, Captain? 63, so viele werden wir noch brauchen. Jedes Mal, wenn ich eines von ihnen opferte, ging noch ein Teil von mir verloren. Ja, das glaubst du selber nicht. An sein Gewissen appellieren, nichts als Ausreden. Seine Last anerkennen, sie jedoch nicht als Rechtfertigung gelten lassen. Was für eine Last. 63, so viele werden wir noch brauchen. Jedes Mal, wenn ich eines von ihnen opferte, ging auch ein Teil von mir verloren. Naja, sein Last als sie jedoch nicht als Rechtfertigung gelten lassen. An sein Gewissen. Nichts als Ausreden. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen das abkaufe? Sie haben keinen Teil von sich selbst verloren, Captain. Sie haben ihn herausgerissen. Unterstehen Sie sich, über meine Moral zu urteilen, Janeway. Wir hatten keine andere Wahl. Wir wären fast gestorben. Sternenflottenvorschrift 3, Paragraph 12. Im Falle einer unmittelbar bevorstehenden Vernichtung ist der Captain befugt, das Leben seiner Crew mit allen rechtfertigen Mitteln zu schützen. Sein moralisches Versagen verurteilen. Kein Captain, sondern ein Schlechter. Sich auf den Eid der Sternenflotte konzentrieren. Leben erforschen. Diese Vorschrift setzt ethische Mittel voraus, Captain. Sie rechtfertigt nicht den Verrat an ihrem Eid. Leben zu erforschen und nicht zu zerstören. Erlösung. So hat es sich angefühlt. Wir sind in weniger als 2 Wochen über 10.000 Lichtjahre gereist. Wie hätten wir eine solche Chance auf eine Heimkehr einfach ignorieren können? Es ist leicht, an Prinzipien festzuhalten, wenn man auf einem unversehrten Schiff lebt, dessen Crew nicht am Verhungern ist. Zorn freien Lauf lassen, auch wir mussten leiden. Das Privileg der Voyager anerkennen, wir hatten Glück. Ja. Ach, wir mussten leiden. Das Privileg der Voyager anerkennen. Nee, wir mussten leiden. Ja, wir mussten leiden. Denken Sie etwa, nur Sie hätten gelitten, wir sind durch die Hölle gegangen und sind der Sternenflotte dennoch treu geblieben. Ihre Verzweiflung ist keine Entschuldigung.
Sie ist ihr Untergang. Erzählen Sie mir nichts über Hölle. Ich musste mit ansehen, wie gute Sternenflottenoffiziere sich gegenseitig für ein paar Rationen abschlachteten. Lediglich Ransom unter Arrest stellen und die Crew vorerst verschonen. Ihn und seine gesamte Crew unter Arrest stellen. Ich würde mal sagen, erstmal den. Es ist nie leicht, aber wenn wir unsere Prinzipien aufgeben, verlieren wir auch unsere Menschlichkeit. Ihre Experimente sind vorbei. Ich enthebe sie ihres Kommandos. Die Rolle ihrer Crew und in dieser Sache werden wir noch genauer prüfen. Das kann ich leider nicht zulassen. Ransom an Gilmore. Plan Omega ausführen. What is going on here? Ransoms Flucht. Ehe das Sicherheitsteam eingreifen kann, wird Captain Ransom von der Brücke der Voyager gebeamt. Seine Flucht untermauert endgültig die grausame Wahrheit seiner Taten. Lieutenant Lani. Maschinenraum an Brücke. Der Kraftfeldgenerator wurde gestohlen. Ein multiphasischer Kraftfeldgenerator. -1. What is going on? Verdammt. Wir werden sie nicht entkommen lassen. Ark, was ist gerade passiert? Ich registriere mehrere Explosionen auf dem unteren Deck. Roter Alarm, Maschinenraum, Schadensbericht. Die Lage ist kritisch, Captain. Mehrere Explosionen an strategischen Punkten. Präzise genug, um unsere Systeme lahmzulegen. Wow, was ist hier going on? Maschinenraum, Phaser, Krankenstation, Crewquartiere, Offiziersquartiere. 5 Crew sind verletzt. Das ist ja ein Sack. Also sowas. Captain, ich erhalte Berichte über entwendete Ressourcen und Rationen. Die Crew der Equinox ist ebenfalls verschwunden. 400 Deuterium, Duranium, Tritanium, Nahrung, alles geklaut. Ist das, wofür ich es halte? Unsere Schilde sind ausgefallen. What? Auf mehreren Decks öffnen sich Risse. Jetzt geht's aber los hier. Wei, oh mai, oh mai. Oh, Ghostbusters. Plötzliche Invasion. Die Schilde der Voyager versagen. Die Brückencrew ist wie gelähmt. Das markerschütternde Kreischen schwillt an. Im nächsten Moment reißen blaue Portale überall auf dem Deck auf. Fremde Wesen strömen hervor und gehen sofort zum Angriff über. Phaserstrahlen zucken durch den Raum. Ja klar, die kennen sie ja nicht besser, weil sie ständig malträtiert wurden. Ne? Totales Chaos bricht aus. Wir müssen die Schilde stabilisieren. Sofort. Wow, da haben wir viele Möglichkeiten. Maschinenraum. Die SIF geht das strukturelles Integritätsfeld verstärken. 80%. Schilde mit Deflektorimpuls 60, 70, 85%. 60, 70, 80, 85%, 100%. Pralo-Schildtechnologie aktivieren. Jawohl. Pralo-Schildtechnologie. Aktivieren Sie die Pralo-Schildtechnologie, sperren Sie sie aus. Es hat funktioniert. Die Schilde halten, fürs Erste. Die Risse auf allen Decks haben sich geschlossen. Wir haben Berichte über Leichtverletzte. Der Angriff war zu kurz, um schwere Schäden anzurichten. -5 Crew sind verletzt. Was ist mit der Equinox? Verschwunden. Sie haben das Chaos genutzt, um zu entkommen. Verfolgen Sie Ihre Warp-Signatur. Sie sind gezwungen, Ihr Schiff zu reparieren und den Generator einzubauen. Das wird Sie vorerst aufhalten. Captain, ich registriere Risse, die sich außerhalb unserer Schilde öffnen. Die Wesen sind unerbittlich. Wenn Sie in diesem Tempo weitermachen, werden sie durchbrechen. Captain, ich habe die Forschungsunterlagen der Equinox studiert. Ihr erster Kontakt mit diesen fremden Wesen fand bei einem Treffen mit den Ankari statt, einer humanoiden Spezies, die mit ihnen kommuniziert. Sie nennen sie Geister des Glücks. Vielleicht könnten Sie Kontakt aufnehmen und uns so eine Chance zu Verhandlungen geben. Die Suche nach der Ankari würde der Equinox Zeit verschaffen, die sie für die Reparaturen oder Flucht nutzen kann. Ich kann Ihre Wut nachvollziehen, Captain, aber lassen Sie sich davon nicht blenden. Oberste Priorität hat das Ende dieser Angriffe.
die Equinox verfolgen. Wenn ich die Equinox verfolge, kriege ich meine Technologie zurück. Wenn ich die Ankari aufsuche, rette ich die Wesen. Scheiße. Wir machen das. Wir haben recht, Commander. Das Ende dieser Angriff hat oberste Priorität. Die Langstreckensgänger haben ein Schiff entdeckt, das auf der Beschreibung der Ankari aus Ransoms Aufzeichnung passt. Es ist dabei, den Sektor zu verlassen. Wir müssen schnell handeln, wenn wir sie noch abfangen wollen. So, wie sieht's denn am Schiff erstmal aus? Check up das Schiff. Was haben wir denn? 4 Decks sind defekt. Die Hülle ist eigentlich, kann man verkraften, also Ingenieurbüro, abschalten, ausschalten. Was haben wir hier? Krankenstation. Wie viele Verletzte haben wir denn? Oh, ganz schön viele. Wir schalten die zweite Krankenstation ein. Danara Bell muss hier rein. So, dann sind es nur noch 4 Tage. Genau, wir haben hier 12. Upsala, und hier waren 4 bloß noch. Okay, sollte kein Thema sein. Die Krankstation könnten wir reparieren. Die Crewstation reparieren. Nummer 1 Reparatur. Offiziersquartiere auch reparieren. Was ist noch kaputt? Oh, der Phaser-Kontrollraum ist wichtig. Der muss auch repariert werden. So, dann haben wir schon mal wieder alles bis auf das hier. Das kann erstmal warten. Die brauchen wir nicht, die Krankenstation. Gut. Das heißt, wir haben hier ein Zyklus, ein, 2 Zyklus. Ja. Was sieht's denn aus? Du wirst fortlaufend angegriffen. Bevor es den Sektor verlässt. Okay. Das dauert noch 10 Runden. Was ist hier los? Torpedos werden gebaut. So, bevor es den Sektor verlässt. Den Sektor. Das bedeutet, das Ankari-Schiff ist da hinten. Wo ist es? Hier, oder? Equinox. Die Ankari wissen vielleicht, was los ist. Okay. Das ist jetzt wie weit entfernt? 11 Zyklen sollte kein Thema sein. Let's go, 11 Zyklen. So, repariert. Nummer 1. Dauert noch ein Zyklus. Können wir das hier auch reparieren? Okay. Wir haben noch Zeit. Weiter geht's. Und die nächsten sind fertig. Die Offiziersquartiere sind ready. Keine Offiziere drin. Wo sind sie denn? Die sind alle auf der Krankenstation, oder? Management. Demontieren. Nee, passt schon. Dann geht's weiter. Die sind alle noch auf der Krankenstation. Die sind auch noch verletzt. Sind alles Offiziere oder was? Wie sieht's denn hier aus? Warp kann. Wir haben plus 22 Moral. Haben hier alles okay. Verfügbar 1. Ja, okay. Okay. Kampf sind wir stark genug. Okay, dann geht's weiter. Dann die Krankenstation ist ready. Die kann aber in den Offline-Modus. Hier ist noch einer da. Phaser ist wieder da. Irgendwas kaputt? Nein, alles da. Okay. Dann geht es weiter. Geschichte der Menschheit ist ready, yo. Jedes Wissenschaftslabor erhöht die Moral um plus 2 in jedem Zyklus. Gut. Dann haben wir hier Kampf. Im Kampf gibt es nichts, was ich freischalten könnte. Da steht nichts von Minus. Ah, das kann ich aber nicht. Ah Mann, dem Vinculum Antivirus. Den könnte ich tun, kann ich aber nicht. Ist doch scheiße. Senkt die Moral. Schildmatrix.
Oh, erhöht die Schadensreduktion von 5 auf 10%. Da steht nichts von zusätzlichen. Na, dann machen wir doch das. Weil die gibt ja schon ein -2 pro Zyklus. Und hier gibt es nicht mehr. Okay. Schildmatrix Level 2. Die Schildmatrix Level 2. Was für eine Schildmatrix? Das ist eine Borg-Schildmatrix. Tatsächlich ist eine Borg-Schildmatrix. Aha. Erlittenen Schaden um 8%. Ja, Moment. Dann können wir die bauen. Das ist bloß ein Zweierschild. Wir könnten das Wissenschaftslabor abreißen. Das zweite. Wir könnten aber auch die Schildmatrix, ja. Das ist ein Zweierdings. Was ist denn das hier? Das ist ein Einser-Dings übrig. Das ist ja doof. Da haben wir ein einzelnes Loch übrig. Wo kommt denn das her? Wir bauen mal die Schildmatrix hier hin. Borg, Schildmatrix. VS. 5 Zyklen. -6. Alle Teams sind unterwegs. Wir machen hier Pause. Oh nö, das passt schon. Und weiter geht's. Captain, wir sind in der Ufer des Ankari-Schiffes. Keine Antwort, aber Sie beschleunigen. Es scheint, als würden Sie versuchen, uns zu entkommen. Stoppen Sie das Schiff, aber ohne Gewalt anzuwenden. Wir müssen mit Ihnen sprechen. Stoppen Sie das Schiff. Hä? Ankari-Schiff. Okay, pass auf. Dann müssen wir hier... Inspektion. Hält das Gegnerschiff auf, während der Schaden der Voyager erhöht wird. Tuvo. Mitreißende Rede. Letzte Abklingung von einer Kampfsicherung. Nee. Kurzzeitig zu wechseln. Schildhacking. Schildhacking, Inspektion, alles dabei. Ihre Befehle, Captain? So. Deaktivieren Sie den Warpkern, um die Ankari an der Flucht zu hindern. Ja genau, dann tun wir das. Wo ist der Warpkern? Heck wird Der erfasst, Warpkern. Captain. Dann let's go. Schauen wir mal, was Sache ist hier. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Wenn der Warpkern müsste doch gleich deaktiviert sein, oder? Sieg. Kampf. Geflohen? Wie bitte? Habe ich das nicht schnell genug geschafft? Wir sind nicht die Equinox, wir brauchen Ihre Hilfe. Die Geister des Glücks greift uns an. Natürlich tun sie das. Sie haben sie getötet, habe ich nicht. Ihn einschüchtern, damit er hilft, nee. Ihn auf das die Voyager nicht wie die Equinox ist. 70-80%. 70-95%. Jaco eine spirituelle Verbindung zu ihm herstellen lassen. 95%. Chakotay Level 10. Spirituelle Fühler zu missbrauchen ist eine Gräueltat.
die wir zutiefst verdammen. Helfen Sie uns, Frieden mit ihren Geistern des Glücks zu schließen. Ich schwöre bei meiner Ahnen, wir werden die Schuldigen mit ihren gerechten Strafen zuführen. Erfolg, sehr gut. Mein Instinkt sagt mir, dass Sie die Wahrheit sagen. Verzeihen Sie unser Misstrauen. Aber der Verrat der Equinox wiegt schwer. Sie kamen in einer Zeit bitterer Not zu uns. Ihre Vorräte waren erschöpft, sie hungerten, waren verletzt, krank. Wir waren hilfsbereit und riefen unsere Geister, um ihre Reise zu segnen. Die Equinox erwarb eine Vorrichtung zur Beschwörung im Austausch gegen einen Energiekonverter. Alles war eine Lüge. Sie sagten, sie wollten den Geistern nah sein, damit sie ihnen den rechten Weg weisen. Wollten sich erkenntlich zeigen, hätten wir das nur eher gewarnt. Wenn es ihr aufrichtiger Wunsch ist, für Nox zur Rechenschaft zu ziehen, werde ich die Wesen herbeirufen, aber sie müssen mit ihnen sprechen. Wir müssen sie überzeugen. Transportraum, eine Person an Bord beamen. Wir werden das Beschwörungsritual im Frachtraum durchführen. Kontaktaufnahme. Im Frachtraum umklammert Ankari seine fremdartige Beschwörungsvorrichtung und ruft die Wesen herbei. Doch diesmal geht es nicht um Segen, sondern um Diplomatie. Fernweh beobachtet das Geschehen mit verschränkten Armen und grimmiger Miene. Portale reißen auf, die fremden Wesen treten hervor, sichtlich hasserfüllt. Von einem Angriff sehen sie jedoch ab, scheinen die Gegenwart des Ankaris sie jedoch zu beruhigen. Unterlassen Sie alles, was Sie reizen könnte. Die Wesen sind außer sich vor Wut. Wir werden sehen, übersetzen Sie. So aufgebracht habe ich Sie noch nie erlebt. Sie sagen, Sie wollen, dass die Menschen sterben. Erklären Sie ihnen, dass wir keine Schuld tragen. Wir wollen diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die das getan haben. Sie glauben nicht, dass Sie ihre eigene Art Schaden zufügen würden. Wir haben Regeln. Die Equinox hat diese Regeln gebrochen, indem sie getötet hat. Diese Regeln verpflichten uns zum Handeln. Gebt uns die Equinox, gebt uns die Equinox. Sie bestehen darauf, die Verantwortlichen zu vernichten. Werden sie gemäß unseren Gesetzen zur Rechenschaft ziehen. Sie werden inhaftiert. Sie werden ihre Freiheit verlieren. Sie sagen, diese Leute einzusperren reicht nicht aus. Sie fordern Vergeltung. Sie wollen, dass sie ihnen ihr Wort geben. Versprechen, die Equinox wird zerstört. Sich weigern, nicht zulassen, dass die Wesen die Equinox-Crew ermorden. Ja. Das ist jetzt so eine Sache. Ich verspreche, dass der Equinox bestraft wird, aber ich werde nicht zulassen, dass sie töten. Sie sagen, es wird keinen Frieden geben, solange die Equinox existiert. Sie wollen, dass die Angriffe aufhören, müssen sie jagen oder an ihrer Stelle vernichtet werden. Die Wesen sind aus dem Frachtraum verschwunden. Es scheint, als hätten sie ihre Zeit in unserer Dimension überschritten. Ihre Angriffe auf unsere Schilde lassen nicht nach. Bin leichter, Captain. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Ransom und seine Crew gehören bestraft, aber nicht hingerichtet. Moralisch gesehen war es die einzige Wahl, aber wir können nicht ewig so weitermachen. Steuermann, lokalisieren Sie die Warp-Spur der Equinox. Wir haben noch eine Rechnung offen. Du sagst es. Haben eine Rechnung offen. -6 Hülle. Das heißt, -6 Hülle. Ich habe ja alles repariert. Ne, 2, 3 Sachen. Wird entfernt. Dann machen wir mal einmal Pause. Und tun ein Team zuweisen für Hüllenreparatur. Ja, ein Team zuweisen für die Hüllenreparatur. Genau. So, ein Team zuweisen für die Hüllenreparatur.
Zerstörter Raum ist fertig. Pause aufheben, weiterfliegen. Moral geht schon wieder in den Keller. Oh, yo, yo, yo. Moral geht in den Keller, aber wurscht. Okay, so, jetzt schauen wir mal, wo die sich befindet. Da oben. Die Equinox ist hier. Die Warpspur der Equinox ist entfernt 7 Zyklen. Okay, wir müssen erstmal wieder den Warpkern hochfahren. Dann fahren wir doch mal dahin. 7 Zyklen entfernt. Der schöne Raum ist ready. Das läuft noch ein Zyklus, weiter geht's. Genehmige 2012 Moral für 30 Zyklen. Landurlaub. 62 Leute, oder können wir mal. Da können wir mal 20 Leute wegschicken. Unter ständigem Angriff. Schilde ausgefallen. Haben sofort die Chance genutzt und angegriffen. Wir haben Schäden und Verluste an mehreren Deckskeletten. Ingenieurbüro wurde beschädigt. Oh, Ingenieurbüro, das ist aber ganz doof. Seid mir nicht mehr lange durch, die Angriffe müssen aufhören. Hülle minus 20. Moment, Ingenieurbüro wurde beschädigt, wird erstmal wieder repariert. Warum kann ich nicht reparieren? Weil ich nur einen Arbeiter zur Verfügung habe. Oh, das ist jetzt hier die Schildmatrix, die ist neu. Cool. Das ist die Borg-Schildmatrix, wohlgemerkt. Stimmt. Habe ich für ein Team zur Verfügung, das kann jetzt das Ingenieurbüro wieder reparieren. Okay. Ingenieurbüro ist wieder ready. Ein Team, Hüllenreparatur. Das reicht nicht. Ich muss 2 Teams zur Hüllenreparatur abkommandieren. Yep. Und Landurlaub. Okay, wir sind angekommen. Hülle. Minus 22 pro Zyklus. Verbessern Deflektorschild, um den erlittenen Schaden zu verringern. Wir sind angekommen. Yo. So, schauen wir uns das mal an. Hier ist Asteroidenfeld, wo sich die verstecken. So, wie sieht es denn hier aus? Hier, die Schildmatrix Level 2 ist noch in 5 Runden. Braucht noch 5 Runden. Landurlaub 25. Finde die USS Equinox. Essen haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir haben eigentlich alles da. Wie sieht es mit dem Handel aus? 98 Steine zurückweisen. Können die Aero-Shuttle-Rampe mal kurz vom Stromnetz nehmen, weil man sieht hier, macht eigentlich kaum was aus. Doch, plus 19, plus 27, ja. Das reißt das Kraut auch nicht raus. Wir sind bei der Moral von plus 26. Die Crew ist versorgt. Die Helden sind da. Der Warpkern ist in Ordnung. Kampf ist gut. So, dann schauen wir uns das mal an hier. Auf geht's. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle, fortsetzen. Equinox, wo seid ihr? Die Kurzstreckensensoren liefern nur Störsignale. Von der Equinox fehlt jede Spur. Entweder sind sie längst über alle Berge oder verstecken sich verdammt gut. So, 70, 80, 90, 100. Jo, Dreadnought KI lokalisieren. Gut, dass wir die entwickelt haben. Auf Asteroidenfall, um die Equa aus dem Versteck zu zwingen. Mit der Dreadnought KI lokalisieren. Genau, wozu haben wir die? Lassen Sie die Dreadnought KI denn das Asteroidenfeld scannen. Ich habe die Energiesignatur erfasst, Captain. Sie waren eine ganze Weile hier, aber wir haben sie verpasst. Verdammt, scannen Sie nach Ihrer Warpspur. Scanne, hab sie. Fliegen mit Warp 8. Steuermann, Verfolgung aufnehmen. Diesmal lassen wir sie nicht entwischen. Ja, wo sind sie denn? Wow, das sieht ja mega aus hier. Lecco mio, guck dir mal das an hier. Mit diesen komischen
komischen Nebeln oder was es sein soll. Ja, wo sind sie denn schon wieder abgehauen hier? Sind von dort nach hier geflogen. USS Equinox, hier ist sie doch schon wieder. Da sind sie doch schon wieder. Ab und hinfliegen. Guten Tag. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Fortsetzen. Captain, die Equinox rührt sich nicht vom Fleck, als ob sie auf uns warten würde. Rufen Sie sie. Janeway, ich hatte so eine Ahnung, dass wir uns wiedersehen würden. Captain Ransom, im Namen der Sternenflotte befehle ich Ihnen, Ihr Schiff zu übergeben. Sie werden sich für Ihre Verbrechen verantworten. Das wird leider nicht möglich sein. Wissen Sie, wir haben ja nicht jahrelang in dieser gottverlassenen Teil der Galaxie überlebt, nur um am Ende eine einstirnigen Paragraphenreiterin auszuliefern. Idiot. Unser Schiff mag kleiner sein, aber mit Entschlossenheit, Köpfchen und Know-how kommt man weit. Darf ich Ihnen unsere kleine Geheimwaffe präsentieren? Bericht, was passiert da gerade? Sie stören den Energiefluss der Voyager, primär unsere Waffensysteme. Unsere überlegene Feuerkraft hätte einen einseitigen Kampf garantiert, aber jetzt sind wir im Nachteil. Unser Warp-Antrieb ist ebenfalls von Energieentzug betroffen. Ein Kampf erscheint unvermeidlich. Warp-Kern auf Stufe 3 limitiert. Beeindruckend, was meine Leute leisten können, finden Sie nicht auch? Bekommen Sie jetzt kalte Füße, einer von uns wird diesen Kampf nicht lebend verlassen. Mit Spott antworten. Ich würde es nicht anders wollen. Auf den Kampf vorbereiten. Übertragung beenden, Kampfstationen. Schiff betreten. So, auch scheiße. Wie sieht's denn hier aus? Kraschig, Inspektion hält die gegnerische Schiff auf, während der Schaden der Voyager erhöht wird. Der Kraschig, okay. Wir machen mal eine Schildverbesserung. Schildanalyse, Schildhacking. Ihre Befehle, Captain? So, deaktivieren den Warp-Kern der Equinox, um sie zu besiegen. Okay. Das heißt, wir gehen direkt auf den Warp-Kern. Hack wird erfasst, Captain. Das heißt, wir müssen Fähigkeit bereit, Captain. Schilde hacken. Sind die abgehauen? Ey Mann, so schnell kann ich doch gar nicht schießen und gucken. Wahnsinn. Wir registrieren mehrere Explosionen auf unteren Decks der Equinox. Schildintegrität normal, Waffensysteme offline. Risse öffnen sich. In und die Equinox, Dutzende von ihnen. Es ist, als würde die Equinox bei lebendigem Leibe verschlungen. Ein schreckliches Ende. Auf der Brücke der Voyager herrscht fassungsloses Schweigen, als die schwer beschädigte Equinox von den fremden Wesen zerrissen wird, während ihre schattenhaften Gestalten das Schiff umschwärmen. Dann weicht das Rauschen im Kommunikationskanal den markerschütternden Schreien der Equinox-Crew. Captain, Sie werden dort drüben abgeschlachtet. Wir können nicht einfach nur dabei zusehen. Wir müssen etwas tun, bitte. Ransom rufen, anbieten, ihm und seine Crew zu retten. Torpedoabschuss eingreifen, die Equinox durch einen Gnadenschluss zerstören. Einfach zusehen, wie die Geister des Glücks die Equinox in Stücke reißen. Anbieten, ihn und seine Crew zu retten. Der wollte uns, ja. Ja, was machen wir denn da? Wir müssen etwas tun, bitte. Okay, dann versuchen wir das. Rufen Sie sie.
Ich würde ja arg, ich würde Ihnen das Schiff überlassen, aber wie es aussieht, liegt diesen Schein nicht mehr in meiner Hand. Ungeachtet Gräueltat der Equinox verdienen Sie einen fairen Prozess und kein Gemetzel. Ich bin bereit, Sie zu retten. Es ist zu spät für mich. Ich bin dafür verantwortlich. Ich werde niemals davon ablassen, jedes Schiff anzugreifen, auf dem ich mich befinde, solange ich atme. Du bist der Arschloch, aber meine Crew, sie hat etwas Besseres verdient. Nehmen Sie sie auf. Ich flehe Sie an. Sie sind gute Leute und nicht verantwortlich für meine Verbrechen. Nur verzweifelt. Versprechen Sie mir, dass Sie sie nach Hause bringen. Ich verspreche es. Endlich erfassen Sie die Crew der Equinox. Ich bekomme keine klare Fassung. Sie schwirren einfach zu viele von diesen Wesen herum. Die Crew muss sich an einem Punkt sammeln. Kanal, alle Decks öffnen. Crew der Equinox, begeben Sie sich zur Brücke, damit wir sie klar abfassen und herüber beamen können. 0 Uhr, scheiße, ich muss gleich ins Bett. Ich muss eigentlich um 0 Uhr ins Bett, also jetzt muss ich schauen, wann ich das schnell fertig hier bekomme. Ich rede seit 8 Uhr, seit 4 Stunden. Captain, wir sind hier, bitte, holen Sie uns hier raus. Ey Mann, das ist ja Krieg und Frieden, ich lese hier einen Roman, 80.000 Seiten. Erfassung steht. Hurricane, Energie, jetzt. Bericht, hat es die Crew geschafft? Die Equinox-Crew ist sicher im Transporterraum. Das Schiff selbst hat einen kritischen Warp-Kernbruch erlitten. Captain Ransom ist tot. Sämtliche Risse haben sich geschlossen. Offenbar sind die Wesen besänftigt. Warp-Kernstufenlimitierung aufgehoben. Sicherheit. Geleiten Sie die Crew der Equinox auf die Krankenstationen. Sie werden unter Beobachtung bleiben und Sie müssen sich unser Vertrauen erst hart erarbeiten. Doch für heute heißen wir Sie auf der Voyager willkommen. 6 Crew haben sich der Voyager angeschlossen. Allerdings würde ich gerne Fähnrich, Maria Gilmore unter 4 Augen sprechen. Captain Janeway, ich kann Ihnen nicht genug danken. Nicht nur dafür, dass Sie uns gerettet und aufgenommen haben, sondern dass Sie uns aufgehalten haben, dass Sie unser Verbrechen ein Ende gesetzt haben. Sie hätten sich selbst stoppen können. Warum haben Sie es nicht getan? Ich weiß es nicht. Als der Captain mir befahl, den Warpkern zu modifizieren, habe ich mich der Arbeit konzentriert. Ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken, wie er verwendet werden würde. Ich bereue es zutiefst. Ich werde für immer diese Schuld leben und bin bereit, mich vor Gericht zu verantworten, sobald wir zurück auf der Erde sind. Sie werden sich dafür früher oder später verantworten müssen, Fähnrich. Aber bis es soweit ist, brauchen wir Ihr Können für unsere Mission. Beginnen Sie Ihre Schuld abzutragen, indem Sie uns helfen, nach Hause zu kommen, auf die richtige Weise. Voyager, hier spricht der Captain. Diese Mission hat uns als Individuen und Offiziere der Sternenflotte auf die Probe gestellt. Wir standen einem Feind gegenüber und der Equinox sahen wir ein dunkles Spiegelbild von uns selbst. Ein Schiff, das seinen Weg verloren hat. In Anbetracht ihrer Lage hatten wir womöglich schlichtweg Glück. Aber was ihnen zugestoßen ist, was Captain Ransom zugestoßen ist, ist vor allem eins, tragisch. Wir hingegen haben uns dafür entschieden, unserem Eid treu zu bleiben. Jo, wenn es euch gefällt, Abo und Like wäre nice. Bin gleich vorbei. Schluss aus, Feierabend. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Kann ja gleich vorbei sein. Wir werden unsere Reise fortsetzen, geleitet von genau den Idealen, die uns definieren. Das ist es, was die Voyager nach Hause bringt. Janeway, Ende. 7 of 9. Captain, ich habe die Forschungsunterlagen der Equinox über ihre Warp-Antriebsmodifikation genau angesehen. Es wäre denkbar, was haben wir hier? Antimaterie-Injektor, Ingenieurswesen, Technologie freigeschaltet. Sehr gut. Teile der Konstruktion zu adaptieren, ohne dabei auf diese zweifelhaften Methoden zurückzugreifen. Equinox, Antimaterie-Injektor im Ingenieurwesen, Technologiebomb freigeschaltet. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Steuermann, kehren Sie auf unseren alten Kurs zurück, nach Hause. Dunkles Spiegelbild. Schließen Sie die Hauptmission von Sektor 10 ab. Kaffee schwarz, Trophäe erhalten. Erreiche Level 10 mit Janeway. Ach, die ist auch schon. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptmission Equinox abgeschlossen. Du kannst jetzt in den nächsten Sektor weiterziehen, wenn du möchtest.
oder in diesem Sektor bleiben und noch mehr erkunden. Ja, ich werde mehr erkunden. Das Verlassen des führt, dass wir alle aktiven Missionen abbrechen. Nein, die sind alle noch im Urlaub. Und alle Helden aktuell auf unverfügbar stehen, gehen verloren. Nein, hier bleiben. Wir bleiben hier, weil hier sind noch ein paar auf Landurlaub. 22 Tage. Unser Warpkern, wie schaut's aus? Den müssen wir wieder hochfahren. Warpkern hochfahren. Nummer uno. Dann reparieren. Ist irgendwas kaputt? Nein. Ingenieurbüro. Hüllenreparatur läuft auf voller Tour. 10. Läuft auf voller Pulle, schon mal gut. Tut es? Ja, tut es. Die läuft auf voller Pulle. Dann, wie sieht's aus hier mit der Crew? Die läuft gut. Die Helden, da ist doch was Neues dazugekommen. Die Moral läuft auf plus 26, jawohl. Crewquartiere befindet sich im Landurlaub, normale Essensration, Abenteuer, Aussichtslounge, Offiziersquartiere, Geschichte der Menschheit. Dann gibt es ein paar Minuspunkte, alles klar, aber im Großen und Ganzen haben wir weiterhin Plus. Die Helden, wo sind denn die neuen Leute hier? Ja, da unten ist doch was Neues dazugekommen. Die Maria Gilmore ist neu. Hier, Level 6. Crewmember von der Equinox ist nun bei uns. Haben wir doch auch mit hier Waffen. Sehr schön. Eine neue Waffentante. Das bedeutet, die Waffentante kann wir machen mal Attack. Hier, Helden. Da kann doch die Gilmore rein. Jo, erhöht die Feuerrate der Phaser. Aber sowas von, rein da. Kannst dich gleich hier schön hier da im Phaserraum hier aufhalten. So, okay. Wie sieht's aus mit Entwicklung? Die Schildmatrix läuft noch 2 Runden. Ja, wenn die noch 2 Runden läuft, dann holen wir uns erstmal, was holen wir uns? Boah, es gibt nichts, was wir irgendwie brauchen würden, ne? Dann fliegen wir mal, ja, gar nicht rum. Doch, wir fliegen mal hier zu dem. Ein Zyklus entfernt. Level 2 Schildmatrix ist fertig, so. Ist doch jetzt hier was Neues dazugekommen irgendwo. Ist hier im Kampf versteckt? Nein, im Kampf ist nicht. In Wissenschaft. Energiedissipator ist alt. Da ist auch nichts, auch nichts, auch nichts, auch nichts. Oh. Hydroponischer Garten ist auch alt. Bei der Crew. Den kennen wir schon. Deuterium Abfallreduzierung ist auch alt. Ingenieurswesen. Das hier, Equinox Antimaterie-Injektor ist neu. Jawohl. Bei Ingenieurwesen. Den schauen wir uns doch gleich mal an hier. Modus Grau liefert jetzt 100 Energie statt 60. Ah, das ist doch supi. Das machen wir doch gleich mal. Gleich mal entwickeln wieder. Modus Grau. 100 Energie. Jo, jo, jo. Gibt's hier was? Nein. Was gibt's in der Werkstatt? Nix. Wir bauen ein paar Torpedos. Dann die Schildmatrix hier ist, die kann man verbessern. Jo. Brauchen wir noch mehr Energie? Egal. Die wird verbessert. Richtig Level 2. Kurz einen Bauabbruch. Mal schauen. Erhöht die Schadensreduktion von 8 auf 12 und Verbrauch von mehr Energie. -2 Moral pro Zyklus, da hast du nichts verändert. Ja, komm. Dann tun wir das mal verbessern. Was hätten wir denn hier? Bordtechnologie.
Das wäre die Schildmatrix, die haben wir schon. Ja, ja, ja. Waffentechnisch. Dann Vorrichtung. Metaphasenschildraum. Disruptorphalanx. Energiedissipator. Das sind alles so Riesendinger, ey. Moment, gibt's hier irgendwas Neues? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Borg-Technologie, okay. Moment, apropos Borg-Technologie. Hier braucht man 2 Felder. Achso, Schildmatrix. Schneidstrahl. Mhm. Oh ja, ich glaube, den Schneidstrahl machen wir noch. Die -2 Moral verkauft man schon. Den werden wir mal entwickeln. Der braucht 4 Felder, die hätten wir übrig. Die braucht viel Zeug. Repariert plus 5 Hülle, ja. Was ist das? Behandle und halt alle kranken Crewmitglieder. Yo, yo, yo. Okay. Also der Schneidstrahl mit 4, 1, 2, 3, 4 könnte man noch hierher bauen. Oder da hinten hin. 1, 2 und dann haben wir 1, 2, 3. Oh, das wäre auch eine Möglichkeit. Den abbauen und eher hier hinbauen. Dann könnte man da hinten die Waffe bauen. Das ist doch ein... Wo ist er denn, der Schneidstrahl? Da ist er. 1, 2, 3, 4. 4 wäre hier. Hier wäre Platz für 4. Dann reißen wir mal ab hier. Und brechen mal die Schildmatrix ab. Und bauen die Schildmatrix hier hin. Die Borg Schildmatrix bauen wir erstmal hin. Und wenn sie fertig ist, reißen wir die ab. Genau. Genau, wenn sie fertig ist, reißen wir sie ab. Beziehungsweise wir können sie gleich abreißen. Nee, können wir nicht, weil wir kein Team übrig haben. Genau. Ach nee, passt schon. Passt schon. Gut, haben wir hier irgendwas? Hier war doch die Handelsstation, da gab es noch irgendeine Action. Die schauen wir uns noch an. Briefe, was andere Schiffe Händler zu bieten haben. Na, schauen wir uns mal an. Boah, kein Angebot interessiert uns. Ah, der Doktor auf die Brücke ruft, scheint aber nicht. Krankenstation finden den verwirrenden Doktor und seinen Mobilermittler fehlen. Ach du Scheiße. Jemand hat den Talent-Doktor gestohlen. Wir müssen sie zurückholen. Ja, wir müssen sie zurückholen. Es darf aber nicht fehlschlagen. Oh ja. Okay, das hatte ich das letzte Mal scheiße gebaut. Das ist nicht unser Problem. Lassen Sie den mobilen Ermittler Daten, das ist scheiße. Lassen Sie den mobilen Ermittler, aber nimm die Daten des Doktors zurück. Hustensaft 8799 sagt, was Dürr RRR die machen bei dich. What? Hallo Hustensaft, grüß dich, guten Abend. Was Dürr die machen bei dich? Was? Verstehe ich nicht. So, okay, hier habe ich ein Risiko. Lasse ihm den mobilen Ermittler, aber nimm die Daten des Doktors. Lassen Sie uns, hole den mobilen Ermittler und die Daten des Doktors zurück. Ich hoffe, das klappt. Sonst habe ich ein Problem. Ah! Sonst habe ich ein Problem. Nein, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das ist das zweite Mal in Folge, wo dieser scheiß Ermittler verloren geht. Das zweite Mal in Folge. Ich habe den ganzen Sektor neu gestartet wegen diesem verschissenen Emitter. Mann! Hustensaft 8799 sagt, was du gemach in die. So eine Scheiße. Hat er jetzt gespeichert oder nicht? Ich mache mal kurz hier Abbruch. Ich mache mal ein Hard Reset. Ich mache mal einen Hard Reset. Hard Reset, hallo, wo ist denn das? Hier. Ein Hard Reset. So, mal kurz den Ton ausschalten vom Spiel.
Mal schauen, wo wir hier gelandet sind. Wo sind wir hier gelandet? Wir sind hier gelandet. Die Quest ist rum. Ja. Also, neuer Versuch. Weh, das klappt nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Energieverlust. Alles klar. Wir müssen den Saft hochdrehen. Nummer 1. Wir müssen die Borg-Schild-Matrix bauen. Wir müssen den Strom einschalten. Jo, das ist es. Dann müssen wir Schildmatrix Level 2. Modus Grau habe ich noch nicht entwickelt. Okay. Macht nichts. Wir sind erstmal hier bei der Schildmatrix Level 2. Die sind im Landurlaub. Wie sieht es hier aus? 1, 2. Hülle reparieren. Ne, das brauchen wir nicht. Das machen wir anders. Wir machen eine Hülle. Eine Hülle reicht. Dann habe ich 2 Teams. Kann den Raum abreißen. Weiterfliegen. So, die ist fertig. Die Pralo-Schildtechnologie haben wir. Das war das hier. Equinox Antimaterie-Injektor. Den da. Entwickeln, rausgehen. 4 Zyklen, alles klar. Weiterfliegen. Zerstörter Raum ist fertig. Den da können wir demontieren. So, wir schauen uns das hier an. Warte mal. Wir können doch speichern, habe ich gesehen. Bist du sicher? Manueller Speicherstand. Akzeptieren. Jo. Dann sind wir genau hier, bevor es schief geht. Prüfe, was andere Schiffe zu bieten haben. Jo. Kein Angebot ist interessant. Dann, jemand hat den mobilen Emitter. Wir müssen sie zurückholen. Jawohl. Okay. Das ist nicht unser Problem. Jetzt aber. Energieeffizient im Crewtechnik. Genau, habe ich ihn wieder. Zurückgeholt. Lecco mio, das war heftig. Ja. Jawohl, endlich. Hier, Equinox Antimaterie, den mache ich gerade. Jawohl, und wo ist der neue? Da wurde gerade was freigeschaltet. Das könnte bei der Crew sein. Da ist er. Energieverteiler Effizienzmodul. Reduziert die Energie der Krankenstation um -2. Just, das ist es. Das ist neu dazugekommen. Eine neue Technologie. Jetzt erfolgreich. Perfekt. So, die sind noch im Urlaub. Dann gondeln wir ein bisschen durch die Gegend. Was haben wir denn hier da? Gibt es irgendwo Action Satisfaction? Keine Gegner, keine Gegner, keine Gegner, keine Gegner. Hier sind Gegner. Hinterhalt, let's go. Schildmatrix is ready. Wir können hier ein Borg-Technologie, die Schild, nein, die, hier, Schneidstrahl. Den muss ich aber erst 14 Runden. Die gibt es bei der Borg, den Schneidstrahl. Da ist er. Da ist der Schneidstrahl. Okay, dann fliegen wir weiter hier. Es ist fertig. Es wird verbessert. Und weiterfliegen.
Was haben wir denn hier? Riskiere Hinterhalt, schnell die Materialien, Shuttle bergen. Wir scannen. Wir wollen ja einen Hinterhalt. Und gibt's Action? Keine Action Satisfaction. Keinen Hinterhalt. Keinen Hinterhalt. Okay, dann schauen wir uns mal vom Sektor um. Was haben wir denn hier? Essen, Essen, Deuterium, Deuterium, Duranium. Jo, 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 hier ist auch nichts Gescheites. Schauen wir uns mal da um. Reparatur, ja, da reparieren wir mal. Neues Handelsangebot. So, Schildmatrix ist fertig auf Level 2. Und da arbeiten zwei Exborg. Ein Handelsangebot. Essen zurückweisen macht keinen Sinn. Das läuft noch und zwar 7 Runden, also weiterfliegen. Was haben wir denn da? Gelpack, Hülle, reparieren. Hülle, wir haben 830. Ja, uns reicht es hier. Gelpack haben wir, können wir machen. Hülle reparieren, passt. Hülle ist ready. Okay. Das bedeutet, wir haben ein Reparaturteam in der Hülle. An der Hülle, wunderbar. Das dauert hier noch 4 Runden. Das dauert noch 4 Runden, okay. Dann fliegen wir mal da runter. Endlich fertig. Das ist neu, das machen wir aber noch nicht, weil wir das Borg-Schneidstrahl haben wollen. Den entwickeln wir. Dauert 11 Runden, alles klar. Captain, schnelles haben wir wertvolle Zeit. Kampf um die Aufrichtung der Moral ist noch lange nicht vorbei. Okay. Einmal snacken. Rot, orange. Orange snackt sich nichts, sind wieder ein paar Verletzte. Wieder typisch. Wo sind sie? Da sind sie nicht. Die sind hier. 9 und 4 ausschalten. Hier sind sie. 9 und 4. Okay. Dann fliegen wir weiter in den nächsten. Wie sieht's denn hier aus? Oh ja. Da fliegen wir doch mal dahin. Schön weit weg. Und die sind endlich vom Landurlaub zurück. Okay. Haben wir einen Hinterhalt? Kein Hinterhalt. Da willst du mal den Hinterhalt gibt's kann. So, wie lange dauert der Spaß noch hier? 3 Runden. Die können wir hier auch warten. 1, 2, 3. Und der Schneidstrahl ist fertig. Wir entwickeln gleich Level 2. Und den bauen wir uns jetzt hier rein. Den Borg Schneidstrahl Kontrollraum. Do it. Bam. Schneidstrahl. Waffensystem von den Borg. Dann haben wir hier 3 Waffensysteme. Phaser, Disruptor, Schneidstrahl. Perfekt. Gut für den nächsten Zyklus. Was haben wir verbraucht an Material? Steine haben wir verbraucht. Dann holen wir uns mal ein paar Steine von da drüben.
Und Abbausonden, do it. Gut, und wir brauchen noch ein paar Steine. Tritanium, let's go. Schneidstrahl ist ready, yo. Er ist fertig, perfekt. Verbessern können wir noch nicht, aber wir haben eine neue Borgtechnik. Sehr gut. Wie sieht's aus mit der Moral? +4, immer noch supi. Zu viel Zeit im Sektor ist eigentlich das, was am meisten stört. Ja, der Rest ist unrelevant. 3 fette Waffen. Phaser, Disruptor, Schneidstrahl. Kann man hier einen Menschen, einen Helden reinsetzen? Irgendeinen, der hier. Ah, hier. Die Gilmore. Die sitzt hier unnötig rum. Rein da in den Schneidstrahl. Effektiver gestalten. Genau. Die ist da drin. Ist doch schon mal ein super Schiff hier. Jo, da würde ich sagen, wir sind da, snacken das nochmal schnell und dann machen wir Feierabend. 4 Crews sind schon wieder verletzt. Eieiei, Doktor, du hast ständig was zu tun. Bist nie arbeitslos. Okay, ich würde sagen, für heute reicht's. Morgen ist Dienstag, nee, ist Formel 1 angesagt. Mittwochabends dann vielleicht. Ja, genau, können wir weitermachen. Dann gehen wir dann morgen in den nächsten Sektor. Genau, genau. Machen wir hier Feierabend. Genau, würde ich sagen, Feierabend, also manuelles Speichern. Jawohl, will ich. Will ja hier Schluss machen. Dann machen wir Audio aus. Außerdem ist Audio sowieso die ganze Zeit aus. Hey, vergessen, das Audio wieder herzuschalten. War Stummfilmmodus. Hahaha, Entschuldigung. Gut, dann ist hier Feierabend Hauptmenü. Jupp, ich habe gespeichert. Sollte passen. Sollte passen. Nämlich in der nächsten Runde geht es dann in Sektor 11. Und da gibt es dann Friendship One und der gute Hirte. Da gibt es 2 Nebenquests. Da geht es richtig rund. Das wird eine lange Session. Jo, Hustensaft. Dann danke ich dir fürs Zuschauen, ebenso. Dann Max Warp, all Mugen Live ebenso und alle anderen, die reingeguckt haben, bedanke ich mich. Abo und Like wäre nice. Ansonsten sage ich gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Voraussichtlich am Mittwoch aus heutiger Sicht. Bye bye, gute Nacht. Barclay Gaming 1 sagt Tschüss und danke fürs Zusehen. Bye, thank you for watching.